Krishna tadiya pada pankajo panjarante Addaiva maname vishatu manasarajahamsa Prana prayana samai kafavat pitvai Kanchavarodhanam vidho bhajanam kutoste Krishna tadiya pada pankajo panjarante Addaiva maname vishatu manasarajahamsa Prana prayana samai kafavat pitvai Kanchavarodhanam vidho bhajanam kutoste. Srila Baktisiddhanta, Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada told, Srila Baktisiddhanta, Sarasvati Prabhupada hat gesagt, Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada told, at any cost you should not leave Krishna Bhajan. Dass du auf keinen Fall jemals Krishna Bhajan verlassen sollst. Ganz egal, wie viel Druck oder Kritisieren oder irgendwas auf dich zukommt, du sollst niemals Krishna Bhajan aufgeben. Also du musst einen starken Entschluss machen. Wenn wer jetzt die töten will, deswegen werde ich auch niemals Krishna Bhajan aufgeben. Es ist ein Muss, dass man so eine Einstellung hat. Srila Baktisiddhanta Sarasvati Prabhupada sagte, was wirklich Krishna Bhajan machen, also die finden nie, dass irgendwas ungünstig ist. Die finden jede Situation günstig gestimmt. Die was wirklich Bhajan machen, die denken so. Die finden nie irgendein Problem vor. So in alle Situationen, alle Umstände, alles ist günstig für die. So, weil Krishna, sie sind immer geschützt von Krishna. Pada-ratam, Chaitanya Mahaprabhu, der was Krishna selber ist, der spricht, Ashlishiva padam radapinastumam adarshanamam haram korotu yatata vidadata lampam Ashlishiva pada-ratam, das Vers vom Shikshastakam. Also das ist das Symptom von einem Devotee, der was wirklich im Bhajan vertieft ist. Aber wenn Krishna mich in den Ozean von Miserie wirft, oder Krishna mich segnet, ob er mich umarmt oder wegdrückt, das ist ganz egal, er kann alles tun, aber er ist mat-prana-nathas, er ist mein Herz. Also er hat 2 Verse gesprochen. 2 Verse hat Vyasadeva hat gesagt zum Sukadev Goswami, dass er im Wald die Verse, seine Schüler vom Vyasadeva, dass sie die Verse sagen soll. Und nachher kommt Sukadev Goswami wieder zu pada-ratam, karnikaram, viprajayantim jamalam, rannan Purayana Gopavindai Vindaranam Sapadaram Pravishaditaki Aho Bokiyam Stanakalakutam. Now here we see that anyway those who are getting the taste of Krishna Bhajan, anyhow they are not going to leave Krishna Bhajan. So die, was den Geschmack kriegen, wirklich von Krishna Bhajan, die verlassen Krishna Bhajan niemals. So der erste Vers, mit dem angefangen hat, by a great king
Also der ist gesagt worden von einem großen Devotee. King Kulashekhar from South India. He's a great devotee. He is crying in front of Krishna. Krishna todiya pada-pankaja banjara. Er betet eben so, der König von Südindien. Mane actually, hey Krishna, my Hansa, meaning so, Swan, Rajhansa, my mind, should hover around. So, er sagt, dass mein Hamsa, mein Schwan, also er drückt dort den Geist aus, dass sein Geist die Lotusfüße von Krishna schwirrt. My swan, actually my mind, it should hover around the lotus. Also mein Geist, er soll über... Your lotus feet. Also wenn die Lotusfüße von Krishna da sind, dann will er, ist der Geist das Wasser und der Schwan, der schwimmt die Lotusfüße. Und das möchte er sein, weil seine Zeit ist jetzt vorüber. So, meine Gesundheit ist schlecht. Also er hat immer verschiedene Anliegen mit der Gesundheit. Und seine Stimme ist auch nicht mehr so, dass er sich richtig ausdrücken kann. So, der King Kulashekhar, der hat dem jetzt den Schmerz so ausgedrückt. Und gestern haben wir diskutiert darüber, über die Arjuna-Bäume. Actually, Arjun Viksha, actually, they are actually son of Kube. Also es sind die Söhne gewesen, was da drinnen waren in den zwei Bäumen. Nalakube und Manigriva. This way, big problem. I was discussing in short, not in details, but what to do. Wir haben das nur in kurz angesprochen, aber was machen, eben, wenn wir nicht so viel Zeit haben. Those Nalakube Manigriva, they coming out up to Arjun Viksha and praying in front of. Und die sind jetzt befreit worden, und die zwei, Nalakube und Manigriva, und beten jetzt zum Krishna. Und dann kriegen sie die Segnungen und gehen zu ihrem Platz wieder zurück. Auf die Art ist immer, auf verschiedene Art und Weise geht das Krishna-Lila vor sich. Also gestern hat er gesprochen, dass Nanda Baba manchmal sagt, oh, wo sind meine Holzschuhe? Und Krishna sagt, ja, ich kann sie bringen, ich kann sie bringen. Und er nimmt die Holzschuhe und tragt sie auf den Kopf und geht zum Vater. This way Krishna serving. Actually, devotion, this word is not devotion, this word is not only applicable for us, devotees. Also die Hingabe, das ist nicht nur für uns jetzt anwendbar, das Wort, sondern auch für Krishna, weil Krishna genauso uns auch dienen will. Er hat das Verlangen, Dienst dazu bringen, Krishna. So, der Devotee hat Bhakti und Krishna hat Bhakti. Bhakta Bhakti Mahan. Also er hat ganz, ganz große Liebe für seine Devotees, der Krishna. So, you see, we see Krishna can do anything. So Krishna for his devotees. Kann alles machen für seine Devotees. Now this way, actually, one day, one Mataji is selling So war ihm einmal am Markt eine Frau, die was Früchte verkauft hat. Und Krishna sagt, Falla, ich brauche Frucht. Also sie sagt, okay, du musst aber bezahlen. Und sagt Krishna, ja, ich gebe dir was. Und nachher geht er in sein Haus und nimmt ein bisschen Getreide, aber das ganze Getreide fliegt eigentlich durch die Finger dann. Und schlussendlich hat er 2, 3 Körner in der Hand, in die Finger. Und dann sagt er zu ihr, nimm das.
actually fruits laughing. Und die Frau, die was dort sitzt, die lacht. This way, Paul Bhikkhuni, who is selling fruits, was bound to give fruits. Und so war sie dann gebunden, die Frau aus der reinen Liebe, dass sie ihm Früchte gibt in Damodar und Krishna. Und wo sie dann gegangen ist, nachdem sie beim Rückweg, hat sie vorgefunden, dass ihr ganzer Korb auf einmal voll mit Juwelen und Diamanten war und Gold. Und sie hat ihm dann realisiert, oh, wer ist es? Keine normale Person. Und jetzt sind ihm in Braja, Dham, sind ihm jetzt verschiedene, immer wieder passiert irgendwas und es wird immer gefährlich. So denken sie sich jetzt, es ist besser, wir verlassen das Gokul und gehen nach Vrindavan. So zum den Buben zu schützen. So, da haben sie jetzt überlegt, wohin gehen wir. Und Upananda, die Älteren, die haben gesagt, okay, jetzt gehen wir von Gokul und gehen nach Vrindavan. Vrindavan is good, I think. And Vrindavan, after crossing this river, und nachdem sie den Yamuna überquert haben, this part is Gokul, Mahavan and this there. Also auf der einen Seite ist Gokul, Mahavan, Lohavan, Raval. Everything there. And if you cross the river and go that side, und wenn du den Fluss die Yamuna überquerst, actually, Mathura is different. Vrindavan, total. Nachher kommst du nach Vrindavan. So, sie haben das jetzt gemacht und sind gegangen nach Vrindavan. Taking, initiative. They are arranging, they are making a bull cart, everything. Also sie haben ihre Ochsenkarren hergerichtet, all das, was sie brauchen, die Utensilien und alles, haben sie aufgeladen und sind losgestartet. Und in so einem Ochsenkarren ist Yashoda-Mutter gesessen und Rohini-Mutter gesessen. Und dort sind auf dem Schoß Balaram und Krishna gesessen. Und sie haben beide fröhliche Lieder gesungen. Actually, priest, pujari, this purohit, you cannot understand, this is a Sanskrit word. Der Priester ist Purohit auf Sanskrit, Purohit. Also Puro bedeutet, wenn du einen Körper hast. Purush, das kommt von Purush, die Wurzel. Puru Dehe Vasate Titi Purushaha. So, in dem Körper, in Pu ist Krishna, es ist so eine Art von Tempel. Deswegen nennt sich das Pu. Und die Brahmanas, die was Gutes eben machen wollen und Verantwortung übernehmen für das Gute in unserem Leben, das sein ist Purohita, dass du einen Nutzen daraus hast, dein Leben erfolgreich machst. So, das nennt sich Purohit, so all das Gefolge, die ganzen Purohits, die ganzen Bhajavasis, alt und jung und alle haben gesungen, Musik und waren fröhlich gelaunt und sind losgestartet. Und die Kuhirtenjungen, die haben eben so Horn und blasen das. They're blowing very, and all, there's a Gopa, they are all going, and some, those who cannot walk, they are sitting in, Also die Älteren, die sitzen in die Ochsenkarren, die Jungen, Kälber und die Kuhhirtenjungen, die springen und laufen herum und blasen in die Hörner. Godhanani puraskrita, Godhanani mean all Gomatas. Godana, alle, die haben eben Tausende von Kühen. So in die vedischen Schriften, wie steht, wir denken uns in Westen oder andere Länder,
das Guthaben, das ist Geld auf der Bank. Aber in den Tagen, was ist Property? Das bedeutet Godan, dass du eben Kühe hast, viele, viele Kühe. So, der, was eben die höchste Anzahl von Kühe gehabt hat, der ist wirklich reich. Und dann automatisch kommen alle anderen Dinge. Also du kannst aufpassen, wenn du indische Gomata, eine Kuh verehrst und täglich ihre Füße berührst, sie umarmst, sie küsst und du wirst spüren, wie viel Liebe dir Krishna dann gibt, wie viele Segnungen dir Krishna gibt, weil er liebt die Kühe auch über alles. So, das ist ganz, ganz wichtig, der Tadiya Vastu, das was Krishna gern hat, damit wir das auch in unser Herz bringen. Und Anhaftung zu den Dingen entwickeln. So alle Priester, die sprechen Mantras und gehen im Gefolge. Und alle Frauen sind schön geschmückt mit Saris, mit viele Schmuck, Armreifen und so weiter. Very nice clothes and ornament, everything was Gopo, and they are sitting on, bull cart, sometimes somebody walking, they have their official. And they are singing all the glories of Krishna. And here I already told you, Yasoda and Rohinima sitting on Sakat, and Gopal is small Gopal. Also Yashoda und Rohini, die sitzen eben auch auf dem Ochsenkarren und die Jungs, Balaram und Krishna, sitzen auf ihren Schoß. So das Alter von Krishna und Balaram, das haben wir gestern kalkuliert, das sind vielleicht 7 oder 8 Tage. So actually almost 7-8 years, nothing else. So 7-8 Tage ist Balaram älter. And you see, this way, yatha man tatha, bhajan tatha yasoda rahinya ekam sakatam asthite rejatu krishna ramabhyam tat katha savanut-sukhe. And they actually in one bull cart, actually, Yasoda and Rohini are sitting with Krishna Ramabhyam in lamp, and they are going, somebody singing, they are hearing, somebody there. Sometimes they are also singing the glories of Krishna. Die singen und haben total freudvoll. So wir Gaudias, wir wollen so eine Situation machen, wo wir alle Zeit also wir wollen so eine Situation schaffen, wo wir ständig die Glories vom Krishna singen. Und wir wollen kein Pratishta, kein Ansehen, kein Geld, gar nichts, sondern nur so eine Situation schaffen. But Prabhupada speaking, somebody giving allegation to me, Sam Baba running for Pratishtha, he is speaking in front of camera. So what to do? Prabhupada speaking, Pratishtha can come, that's why I can make a nice bell like a ladies and go inside room. I am not such a foolish. Also es ist nicht so, dass wenn Pratishtha kommt, dass man dann es zumacht und ins Zimmer geht, sondern man fühlt sich komfortabel und gibt aber das Pratishtha die Ehre weiter zu seinem Gurudev, also dann berührt ihm das nicht. So, er ist überall komfortabel. Er ist komfortabel in Vrindavan, wenn er 8 Stunden im Wald ist und Srimad Bhagavatam rezitiert oder ab vor eben Hunderte oder 500 von Leuten jetzt ist. So Leute, die können ihm sprechen, was sie wollen, aber es macht ihm nichts aus. So, Pratishtha ist Bishta, das ist wie Code. So Pratishtha, das gibt man gleich weiter zu seinem Gurudev und zu der Guru Parambara. Das ist das berührt die dann nicht.
So die, was die Idioten, die sprechen im So und machen somit Vergehen. Vrindavanam sampravishya sarvakal sukhavaham. Vrindavanam sampravishya sarvakal sukhavaham. 35, 11th chapter. 35. Vrindavanam sampravishya sarvakal sukhavaham. Tatro chakchur vajavasam sakatoir arudha chandrava. Vrindavan is very nice Siddhanta. Vrindavanam sampravishya sarvakal sukhavaham. Vrindavanam pravishya. Pravishya means enter. To get entry. But he has not written. Vrindavanam sampravishya. Sampravishya means from, I already told. Action, if I put reaction, totally meaning different. So you see, pravishya means to get entry. Also jetzt erklärt er das Wort Pravishta, es bedeutet Eintritt zu bekommen vom Herzen. Also deren Herzen ist total erfüllt von der Schönheit von Vrindavan. So sie fühlen sich so wohl. Also es ist die Wahrheit. Sargastami also you can find. Different kind of Vrindavan. Kuchat ko kila hamsa. Kuchat ko kila hamsa. Sarasvati kirne mayurakule. This is nice. So this is Vrindavan, and this Vrindavan and Sampravishyo, and one title is there. Very nice, excellent title, which is inconceivable. You cannot. So Vrindavan ist so ein wundervoller Ort und von denen ist das Herz voll. Du kannst nichts vergleichen mit dem Schweiz, Italien, Amerika, gar nichts. Das kannst du nur für Vrindavan verwenden. Es ist ein transzendentaler Titel, Sarvakara Sukha. Also jederzeit fühlst du dich komplett wohl an dem Ort Vrindavan. Aber wenn du jetzt nach Vrindavan gehst, dann denkst du, oh Maharaj, es ist so heiß, es ist so heiß. So ist teilweise 40, 47 Grad. So, und man ist oben vielleicht in einem Zimmer am Dach. Das ist wirklich, du kannst Chapatis machen am Körper. Aber doch, wunderbar. So wie kann man, also du fühlst dich komfortabel, wenn dein ganzer Geist und Körper überwältigt ist von Krishna-Lila, dann vergisst du alles Körperliche. Da fühlst du keine Hitze mehr und keine Kälte. Krishna Bhakti Sudhapanat Deho Daihika Visite Tesam Panchabhotik Dehopi Sachidarandarupa. Also Sanatana Goswami spricht den Vers, als Krishna Bhakti Sudhapani. Of Krishna Katha, Hari Katha, from right source. Be careful about this point. Also, so Krishna Bhakti Sudhapanat Deho Daihika Visita. When you go on hearing about this Hari Katha from heart, gradually you can feel. Also wenn du die Hari Katha hörst vom Herzen, dann wirst du fühlen, dass du kein Interesse mehr oder irgendwas fühlst für deinen Körper und Geist. Es macht dir keine Schwierigkeiten mehr. Und du hast kein materielles Interesse, das fällt komplett weg. Du vergisst deinen Körper und alles, was mit dem Körper zusammenhängt. For them, Tesham, though you find their body is made of 5 elements of nature, Kitya, Patejma, Bham, Tesham, Panchabhutik, Dehovi, Sachidananda Rupa. I mean one kind of induction, Avesh. It's called Aprakito. Also die sind absorbiert in ihrem transzendentalen Körper. Der entwickelt sich dann. Avesh.
a skull of Prakita Sarir. In that case, here it is written the Sarvakala Sukhavam, not what the question of summer or winter beating cold. Im Winter genauso, ist extrem kalt. Oh Maharaj, Vrindavan ist so kalt. Warum? Die Goswamis, Sanatan, Rupa Goswami, Jiva Goswami, Raghunath Das Goswami, die sind immer total komfortabel in Vrindavan gewesen. So, warum finden wir Schwierigkeiten vor? This, you see, you must remember, Vrindavan is always, you can feel transcendental bliss. So in Vrindavan ist ein Ort, wo du dich ständig transzendentalen glückselig fühlst. Jederzeit. Wenn du deinen Körper und alles andere vergisst, durch das, dass du absorbiert bist in die Aprakita-Bhava, in die transzendentalen Stimmungen und Pastimes von Krishna. And making, they are making their small heart fast, because after that they construct. Also zuerst gehen sie dorthin und machen ein bisschen so kleine Häuser als Stroh und Bambu. Erst später kommt dann bauen sie richtige Häuser. Und so gehen sie jetzt alle halb rund um das Haus vom Nanda Maharaj ist in der Mitte und dann machen sie rundum so Häuser. So this way they are making their small heart and they are enjoying their life. Tatro chakrur vajavas abasam, tatro chakrur vajavasam sakatoir ardhachandra. Vrindavanam govardhanam jamuna pulina nicha bhikshashid uttama priti ramamado vayornipa. 36. Vrindavanam govardhanam jamuna pulina nicha bhikshashid uttama priti ramamado vayornipa. Vrindavanam govardhanam jamuna pulina nicha. Now we have very big question coming. But Maharaj, when Nanda Maharaj going, they actually Govardhan, Jamuna, everything near. But now if you go to Nandagram, no Govardhan, no Maharaj, what is strange? So früher war eben die Yamuna nah, aber jetzt eben sieht man da an dem Ort, da ist jetzt kein Govardhan und Yamuna. Und wie ist es dann so, dass das im Srimad Bhagavatam so gesprochen wird? So den Punkt muss man eben unter Guru und Vaishnava besprechen. Es ist eben geschrieben in der Sanhita, Jai Ho. Also der Giriraj, der Berg, der ist so riesig. Even at the time of sunset, the shadow falling going up to Bhuteshwar. Sogar der Schatten vom Govardhan geht zu Bhuteshwar, 20 Kilometer weiter weg. So hoch ist der Govardhan gewesen. Govardhan the spot. How is possible? Length and breadth of Govardhan, if you speak, you can go mad. Ja. But now no. Also der war so riesig, der Govardhan. Warum ist er jetzt kleiner? If you have common sense, you can understand. If a hill, a Parvat, is so high, at the same breadth is also breadth and length, and by the cars of whom Pulastamuni, gradually it is going down, gradually going down. Be careful. So durch den Fluch von Palastamuni, dort ist der Hügel runtergegangen. Also wenn er so wie eine Pyramide, wenn du jetzt anschaust und die geht nachher runter, sinkt und sinkt und sinkt, dann geht da die Breite und die Länge wird kleiner. Und somit verändert sich das und verschiebt sich. Also das ist kalkulierbar, nachher findest du, dass zu der Zeit der Govardhan, der war nie ein Nandagram, und Jamuna genauso. So. Also im 4. Kanto war besprochen, hat da schon gesagt,
wo Narad, sein Schüler, unterwiesen hat, Dhruva Maharaj, und hat gesagt, geh und nimm Bad in der Yamuna. Also wenn du jetzt zu Madhuvan gehst, dann findest du keine Yamuna. Aber genauso wie Navadvip, das hat sich auch total verändert. Wenn du durch die Mappen, die Karten von früher gehst, 500, 600 Jahre zurück, Srila Baktisiddhanta Thakur. Chitra Navadvip ist ein Buch gewesen, was da rausgekommen ist. Die Kalkulation von, die grafische Kalkulation, das Mappe von Srila Baktisiddhanta Thakur. Weil er hat eben die ganzen historischen Beweise und alles gehabt, wie sich das alles verändert hat. Also das ist dann auf der Hinterseite, kannst du da einen Kanal finden. So Praudamatala und Vridashiv ist auch auf der Seite gewesen. Aber wenn die Ganga sich geändert hatten, dann sind sie eben gebunden, dass sie die da installieren, den Platz. Das ist kein Missverständnis, ist alles klärbar. Balal Digi, Balal Sen. Also es war alles verändert zu der Zeit. Und Jagannath Das Maharaj hat gesagt, das ist der Platz von Gauranga Mahaprabhus Erscheinungsort. Aber doch gibt es viele, die was eben nur Leute mitleiten, fehlleiten und sagen, dass es woanders ist. Das sind dumme Leute. Die wollen die Leute auf Ram means Balaram. Madhav means? Also Rama und Krishna, Ram, Krishna, Madhav, Krishna. So nachdem sie die Schönheit von Vrindavan jetzt beobachtet haben, das sind jetzt Krishna und Balaram, haben sich so wohl gefühlt und glücklich. Weil die Jungs, die haben eben jetzt so einen schönen Ort gefunden. Die materiellen Leute, die wollen eben immer einen Ort, wo sie schauen, oh, wo ist der Markt in der Nähe, wo sind die Restaurants in der Nähe und wo ist die Zugstation in der Nähe. Aber die Jungs, die Kinder, die schauen immer, wo gibt es einen schönen Ort zum Spielen. Dort finden sie jetzt die ganzen Wälder, viele Flüsse und Seen und Hügel und Berge. Und da können sie jetzt Kandamuli, also Wurzeln essen, ganz süße Wurzeln und Früchte und alles. They give me, take you. They cut like, very nice, so sweet, tasty. This way, kandamul. So Kandamuli ist so süße Wurzel. Das kannst du ihm essen. Balaram and Krishna, Rama Madhava, they become very happy. So, die sind jetzt komplett in Freude. Und das Wasser von der Damuna ist glasklar, das können sie trinken. Aber jetzt ist die geografische Situation, hat sich extern verändert. Aber du kannst den Darshan haben, wenn du so Reinheit erreichst, nachher kannst du das Vrindavan sehen dort. Yachanto bala chastito kalo bakvai sakaleno vatsapalo babhuvatu
Evam brajokasam pritim jachantu balocheschito. This way, Krishna Balaram, they are playing childhood, boyhood Leela, very childhood Leela, and through Leela, they are giving enjoyment to all. So die zwei, die geben jetzt alle Brajavasis, machen sie Freude. So Damodar Leela Astakam you can find. Damodar Astakam you can find everything there. So Leela bhi. Idrik Salila. Idrik Salila bhi. This way actually you see. So evam brajokasam pritim yachantu balucheschito kalavakwai swakalena vatsapalu bhavotva. They gradually grow up playing different kind of playing, sometimes jumping from here to there, swimming. So die machen eben all möglichen Blödsinn, so wie Jungs halt spielen im Wald, Streiche machen. Und dann aufwachsen. Und nachher sind sie eben so alt gewesen, dass sie jetzt bereit wurden, um die jungen Kälber rauszubringen auf die Felder. Und von da kann man jetzt sagen, obwohl Gopal ist ein ewiger Name, aber da kann man jetzt sagen Gopastami. So this way actually from then they started, and Also Gopastami ist der erste Tag, wo sie die Kühe rausgeführt haben. Alle haben sich so gefreut, Mutter Yashoda und Nanda Baba, dass jetzt ihre Kinder das erste Mal rausgehen. So, und so spielen sie manchmal in Kadamba, manchmal da und da, so viele Orte. And you see our different nice dress. Gopal, und sie haben so Kuhirtenjungen Kleidungen mit einem Turban. And with some streak in hand, and this here some cloth tight, like Gopal base. Yes, and food is also there, sometime plain. So, evam brajokasam pritim brajachanto balochestito. So, die sind eben so angezogen wie so Kuhhirtenjungen jetzt mit Turban und Flöte, Kuhhirtenstock. Avidure brajabhuva saho saho gopalodharukoi charaya masaturvatsano narakira parichado. Different kind of, playing there, playing here and there. Avidure not a long distance, because Yasodama don't allow Gopal to go. So, also es ist nicht zu weit weg, weil Yashoda, die Mutter, erlaubt ihnen nicht, dass sie zu weit ausgehen, zu lang, weil sie immer voller Ängste ist. Oh, ich kann euch nicht erlauben, dass ihr so weit weg geht. Aber Gopal sagt, nein, ich muss gehen, ich muss mit den Kühen rausgehen. Weil Gomata, das ist die Mutter. Und die Mutter Yashoda sagt, ich habe so viele Diener, die kann ich nicht gehen. Und Yashoda Mutter sagt dann zu ihm, oh, du musst aber, wenn gehst, du musst aber Slippers, Schuhe anziehen. Und geh ja nicht weit und nimm einen Regenschirm, einen Sonnenschirm mit, weil das ist so heiß. Und Krishna sagt ihm, okay, ich spiele manchmal die Flöte, nachher kannst du mich hören und weißt, dass ich in der Nähe bin. So gib dir immer ein Zeichen. So this way, sometime Gopal, Terikadam, how this Terikadam name came? Terikadam, ter mean to understand, to feel that you are near. Also der bedeutet, dass du eben fühlst, dass du nah bist. Der Kadamba. So it is the condition Yasodama given to Gopal. So es ist die Konditionierung, dass sie sagt, okay, du gehst, aber manchmal spielst du auf der Flöte, so dass sie die hören kann, voneinander gehen, dass du eben nicht zu weit weg bist. Weil sonst machen wir dauernd Sorgen, weil dort sind ja viele wilde Tiere und Steine auf dem Boden und Dornen. So,
it is written, that's why it is written, Kachit badayato venum, kshepranai khipato kachit, kachit padai kinkinibhi, kachit krittimo go vrishvai. They are playing, those who are boys, very small boys, they are playing this. Sometimes they play with, I'm Gomata, you become... So eben das Spielen, manchmal spielen sie, okay, du bist jetzt die Gomata und der andere ist ein Bulle und nachher nehmen sie die Hände, machen sie solche Hörner und kämpfen dann gegenseitig. Manchmal spielen sie Daliganda, das ist so ein Spiel, oder mit den Stornschleudern schießen sie auf die Bäume, dass sie die Früchte runterkriegen. Also da probieren sie runter zu schießen. Die Früchte oder so Spiele, wo du mit einem Stock auf einen Storn schlagst und der Storn geht dann in die Luft und du schlagst ihn weg, so wie Baseball. Lemon, not lemon actually, one kind, you see what is called? Grapefruit. Huh? Not jackfruit, one... Grapefruit. Yes. Batabi, very nice, round. They play football. So mit den so Grapefrüchte spielen sie dann Fußball, das ist ein großer. Weise Krsna Bhajan Vatsalupinam Bhiksho Vatsajutho Gatam Harihi Darsan Baladevaya Sanir Mugdho Ivasa. Vatsasur actually now coming in the form of Vatsa, calf. So jetzt kommt Vatsasura. Hari already giving indication to Balaram. Balaram Maharaj is coming. Demon. Und Krishna sagt zum Balaram, jetzt kommt ein Dämon da. So you see, gradually, Balaram going there and, Grihitva paropadabhyam saho langulam achyutaha Vramayitva kapithagre prahinod gato jivitam sa kapithver mahakayaha patvamanai papataha twang viksho vishvita valaha sasangsu sadhu sadhu iti devascha parisantushta babhuvu pushpa varshinaha. Actually, Krishna going, you see, Balaram, Ekoda, one demon, Daita, coming in the form of Vatsa. Also jetzt kommt der Dämon in der Form von einem Krishna going approaching and ultimately taking a back leg, backside leg, and running this way. Und schlussendlich nimmt dann Balaram den bei den Hufen, bei den Hinterfüßen und schleudert ihn weg. Und somit hat er alles gebrochen gehabt und ist gestorben. Und all die Halbgötter, die werfen dann Blumen vom Himmel. Und so geht es ihm vor sich in Vrindavan, jeden Tag. Immer spielen und streichen. So many lila here. This way we can find Aghasura, Bakasura, so many. Also das sind so viele Dämonen jetzt, Aghasura, Bakasura. Kind of asura coming, then Krishna and Balaram, Baksasura first came, Bakasura, Bakasura's killed, gradually, Bakasura's killed. This way, one by one, different, different times, Also so haben sie immer verschiedene Dämonen getötet. Gosaran, there with calf, and in between, whenever Also sie sind immer rausgegangen am Morgen in die Wälder demigods. und dann sind ihm immer solche verkleideten Dämonen gekommen. So one by one. First, Vatsasura gone. So als erstes Vatsasura, Bakasura, Aghasura. Aghasura gone. Very nice actually. Aghasura actually like big python, big. Aghasura ist eine große Schlange, ein Büter. Open mouth
Und er hat den Mund offen gehabt und alle Jungs haben sich gedacht, jetzt haben wir was zum Spielen. Also die wollten hingehen. Oh. Es ist so ein sanfter Boden und dabei ist es die Zungen, auf der sie gehen. Aber irgendwie kommt ein schlechter Geruch aus, das sagen sie die Jungen. This way, Aghasura, Bakasura, all kill. I am speaking in gist, you see. Und er kann das jetzt gleich kurz alles durchgehen. So im 12. Kapitel sind wir jetzt dann. Sukadev Goswami Uvacha. Kachit Banasayo. Kachit Banasayo Mano Dadhat Brajat Pratah Samuthayo Vayaso Vatsopano Prabodayano Singhoraveno Charuna Vinirgato Vatso Pura Swaro Harihi Tene Visakam Prithukaha Sahasrasaha Snigdha Susrik Betro Vishana Venavaha Sano Sano Sahaso Parisankhayan Nitano Basano Puraskritto Binir Juju Muda. One day they took decision to so eines Tages haben sie sich entschieden, und jetzt immer haben sie im daheim normales Prasadam genommen und heute wollten sie ein Picknick machen im Wald. So alle Jungs, die haben ihr Lunchpaket mitgenommen. Und sind jetzt mit den jungen Kälber ausgerüstet mit Stock und Blashorn, sind sie in den Wald gegangen. Picknicken dort. You can go to Kamban, there you can find one place that is called Bhajan Thali. Bhajan Thali. Also in Kamyavan, da ist ein Ort, Bhajan Thali. Our actually previous history, Prakita history, speaking that Gopal and all covered boys is to take prasadam there. There is a spot, very nice. Also dort haben sie eben Prasadam zu sich genommen. Und da sieht man heutzutage nur die ganzen, in die Steine, die manifesten Schüsseln, so wie Schüsseln von dessen gegessen haben. Und so sind sie eben jeden Tag unterwegs und gehen in die Wälder. Und jetzt kommen sie zu Kamyavan, das zählt dazu Vrindavan. Wenn du jetzt momentan zu einem sagst, oh Vrindavan, dann denkst du, das ist die Stadt Vrindavan. Aber Vrindavan, das beeinflusst Kamyavan und viele, viele Wälder, aber keiner versteht das. Also es gehört alles dazu. Madhuvan ist eine große Fläche. Actually, they are in this way playing and they speaking, you see. Now actually noontime we are very hungry, so we like to take prasadam. So first of all. Und jetzt sprechen sie eben in der Mittagszeit. Oh, wir hätten gern was. Wir werden so langsam werden sie hungrig. So they took decision to take prasadam here, noontime, actually 12 o'clock over. Und die haben sich they are taking prasadam. In the meantime, you see, they find there's all, they are taking prasadam very nicely. And they are showing their own packet. What my mother giving. Also gegenseitig packen sie dann aus, jeder sein Lunchpaket, Sridam, Stocker Krishna, Arjun. Und einer sagt dann, oh, meine Mutter hat mir heute das gegeben, nimm das, probier das. Und jeder gibt es mit den Händen dann im Mund von Krishna. Und so teilen sie das inzwischen auf.
Und manchmal nimmst du dann Krishna wieder aus und sagst, und oh, das ist wirklich gut, nimmst du wieder. Und Krishna schmeckt die Frucht, oh, ist so eine süße Frucht, ist so eine süße Frucht. Nimm du sie einmal. Und so haben sie die Überreste von Krishna, also die sind noch süßer. Und jetzt in der Zwischenzeit ist Brahma am Nachdenken. Wie ist es möglich? Nandanandan Krishna actually is Nandanandan Krishna, not actually the Supreme Lord. Then how possible Krishna taken Uchishta, this, that, all no rules and regulations, efficacy? Wie ist es möglich, eben denkt er sich der Brahma, dass Krishna so handelt, dass er eben die Rechte von anderen nimmt, vom Mund. Und das kann nicht Krishna sein, der höchste Herr. So deswegen hat er sich jetzt gedacht, okay, jetzt muss ich das irgendwie außerkriegen. Wenn das Krishna ist, dann will ich ihn jetzt testen. How to test, actually? Then Brahma, actually, when they are taking prasadam there, in the meantime, Brahma took decision that I can abduct all the calves first. So, Brahma hat sich eben dann gesagt, okay, ich werde jetzt erstmal versuchen, alle Kälber zu stehlen. Und lass mir mal schauen, was jetzt Gopal dann macht. Und in der Zwischenzeit sitzen sie da und essen Prasadam. Und nachher kommt ein paar Kuhirtenjungen und sagen, oh, wo sind die Kühe hin, wo sind die Kühe hin? Er sieht sie nicht mehr. Und Krishna sagt, oh, macht euch nichts draus. Ich werde sie suchen gehen. Nehmt sie das Prasadam. So, schon wenn wir jetzt. Und Krishna ist dann losgegangen. Fruits there, each gapping is one fruit, small fruit here. And in between, there is a curd and rice. Also er hat jetzt noch immer in die Hände, hat er noch die Früchte, Stücke von den Früchten und Joghurt und Reis, Milchreis. Und jetzt sucht eben Gopal nach den Kälbern. Und er findet sie aber nirgends vor. Then after that, when see, actually those calves they are not finding where gone. After that, Krishna could realize, oh, it is actually all done by Brahma. Und Krishna später hat er dann immer erfahren, dass es alles eben jetzt organisiert war bei Brahma. Dass er gestorben hat. Dass er dann draufgekommen. Here find all those, coward boys also not there. Und nachher geht er zurück zu dem Platz, von dem er gekommen ist, wo die Jungs die Jause zu sich genommen haben. Aber nachher dieser Formel ist, die Jungs sind auch nicht mehr weg, nicht mehr da. Und jetzt sieht, oh, Brahma will mich testen. Der möchte eben schauen, ob ich die höchste Persönlichkeit bin, fragt er sich. Krishna. Und was ist dann passiert? Und Krishna hat von seinem Körper hat er alles, was ihm vorher da waren, die ganzen Kälber, die ganzen Jungen, alle, die ganze Truppe, denn das ist alles rausgekommen aus seinem Körper. Duplikate, ganzes Gleiche. Selbe Stimmung, es war Krishna selber, aber jede Kuh hat seine Individualität gehabt, jeder Junge, so alles, das waren alles Duplikate von den originalen Jungen. Nur in dem Fall ist es Krishna selber. Sivasangado, Bhaja Sivasangado, Ratno Kambuja Kankana Panayo, Nupurair Katakoir, Vataha Kito Sutranguli Koi. Everything as it is.
Sivasangadur, Ratno, everything, all decoration, all ornament, everything was same, Then actually, evam sanmohano Vishnum bimoham vishwamohanam sayoivo mayaya ajo upi swayameva vimehitaha. After that, Brahma, and when fine, I already abducted all coward boys and all those cops. How possible they are playing same thing? Und Brahma sieht jetzt, wenn schaut, oh, jetzt habe ich doch Gott alle Jungs genommen und die Kühe, aber jetzt sieht wieder unten, dass Krishna ganz normal sitzt mit seinen Jungen und die Kühe, alles ist da. Und er fragt sich, oh, irgendwas, wäre die verrückt oder irgendwas stimmt da nicht. Und Brahma ist in Meditation gegangen und er hat dann verstanden, oh, das muss Krishna sein. Alle Kühe, den Jungen und alle Kühe sind Krishna selber. Chaturhuyaha sankachakro gada rajivapana yoho kirita kundalino harino vanamalina. Same garland, same thing, everything. Selbe Girlanden, selben Schmuck. Ganz gleich haben sie ausgeschaut. Und Brahma hat sich gedacht, oh, jetzt habe ich einen großen Fehler gemacht. Also ich wollte jetzt die höchste Persönlichkeit testen. So, das ist ein großes Vergehen. So, jetzt kann ich nur eins machen und kann zum Krishna gehen und mich entschuldigen. So, Chaturdasodhaya, here, 14th chapter, you can see. Now, Brahma Stava, I can discuss in some gist. Chaturdasodhaya, 14th chapter, you can find. Brahma Vacho, Brahma speaking. No middote abrabapuse taritam barayu gunjavatan suparipichal sadmukhaya Vannasaji kavala vetro vishanu lakshasriye midupadi pasupam jayu No middote abrabapuse taritam barayu gunjavatam saparipichala sadamukhayu Vannasraji kavala vitra vishana venu lakshasriye midupadi pasupam jayu No middo. Iddo means worshipable. You are worshipable. I am praying to you. No middo te abrabapuse. Your color is like, new cloud. Also no midde, die Farbe ist wie eine frische Regenwolke, Ganashan. Very nice. So, Toritambara. Abrabapuse. Bapuse means body is just like, also der Körper, das ist wie eine frische Regenwolke, wie ein blauer Diamant. Und deine Kleidung oder dein Dhoti und der Pitamba, das umhängende gelbe, den gelben Schal, das ist wie eine Sonne, so strahlend. Und Gunjamala, es sind so Bären aus dem Wald, Gunjamala. Als das Horn, die Flöte, hat er reingesteckt auf der Seite. Und Straußenfeder in seinem Turban gesteckt, Girlanden von verschiedenen Waldblumen und Blätter und einen Kuhhirtenstock. Because Nanda Maharaj taking care of all those beasts, Gomata, buffalo, Pashupo, Palan. So Pashupanga bedeutet der was über die Kühe, auf die Kühe aufpasst. Und von ihm der Sohn, Pasupanga Jaya. Now here, nice, Vishwanath Chakravarti speaking,
Warum ist es jetzt, Srila Vishwanath Thakur fragt ihn das, warum spricht Brahma so auf eine philosophische Art und Weise auch? What Brahma actually want to mean. Vishwanath Thakur was speaking Vishwanath Thakur was speaking. Brahma is very, very, high, philosopher. And now he is describing in such a way so that the secrecy we can understand. Und beschreibt es, der Vishwanath Thakur, so wenn so Regenwolke kommt, und wenn es dann blitzt, dann kann man sehen, nur wenn es blitzt, kannst du die Farbe sehen. So was Brahma jetzt sagen wollte, das ist, das ist, du kannst nur das Guru Tattva Radharani, das stellt eben den Blitz dar. Dort kannst du in der Nacht eben, weil in der Nacht kannst du nur durch den Blitz die blaue Wolke sehen. So, auf genau die gleiche Art und Weise ist eben Radharani Guru Tattva und durch sie, wenn sie scheint, sie hat einen goldenen Körper, dann kannst du Krishna kennen. Obwohl er Madan Mohan ist. Also wenn sie zusammen sind, dann sind sie Madan Mohan. Und wenn Radharani nicht da ist, dann ist er nur Mohan Mohitva. Also der ist hypnotisiert mit Bhakti-Kam. Das ist seine Stimmung dann. This way, Brahma fast, praying in front of Krishna. Oh Krishna. Und so betet eben Brahma jetzt den ersten Vers vor Krishna. Es gibt jetzt so viele schöne Verse. Jivanti sanmukharitam bhavati avartam sthane sthita satigatam tanubham manovir je prasa ajita jitopi asitoi trilokyam. Usually your name is Ajit. You never can be conquered by anybody. Also normalerweise ist dein Name Ajit, du kannst nie von irgendwen überwältigt werden. Aber doch sieht man, dass du manchmal eben geschlagen wärst von deinen Devotees. Nicht geschlagen, jetzt körperlich unterspannt. I can play my brain and I can find solution. That kind of conception I like to so das ganze Denken, dass wir mit unserem Kopf oder Gehirn was verstehen können, das soll man nehmen und just wie ein Fußball wegschießen, wegwerfen. Dass wir versuchen, unsere Intelligenz auf Krishna anzuwenden. Das ist niemals möglich, ihn zu erkennen. So, ich soll niemals den Fehler machen. Jnane parasam paramasamantame. So meine ganzen persönlichen Aufwände, weil Brahma hat vier Köpfe, die 4 Köpfe, die wirft er alle weg. Weil das so logische Interpretation kann nicht stehen vor der höchsten Persönlichkeit Gottes. You think you are very intelligent, you can take your brain and find a solution. This kind of effort I'm going to throw all my knowledge and everything away, long distance. So all das ist wegzuwerfen. But I can stay in front of devotees and I can enjoy hearing Harikatha through this ear. I can also ich wirf das weg, aber wie lebe ich dann? Eben, dann soll ich vor die Devotees gehen, mein Ohr verwenden und von denen zu hören und nachher siege ich wirklich, wie es wirklich ist.
unser Weg ist Shrauta Panta. So als erstes kommst du zu Guru und Vaishnava und Guru und Vaishnava singen über die Herrlichkeit von Krishna und du hörst und durch das Hören langsam und langsam siehst du dann mehr und mehr die wirkliche Welt von Krishna. In proper position I like to keep myself. What is the proper position? Sthanisthita meaning bhaktagan sakashe, in front of devotee. Also Sthanisthita, das bedeutet, du sollst immer in der Gemeinschaft von Devotees sein. Jederzeit, ansonsten hast du Schwierigkeiten, du kannst ganz leicht attackiert werden. Sthanisthita bedeutet eben das, dass du eben immer in der Gemeinschaft von Devotees bist, weil dort die Gemeinschaft hast. Satam prasanga mama vere samvido bhavanti utkana rasayana kada tajoshana tappa shivarga vatmani sadhya bhaktirati vronakvanishati sthanisthita sutigatam tonu bang manovir. Because you are always, whenever you are doing any offense, any aparat, immer, wenn du irgendein Vergehen machst, das ist Kayavan, also gibt es 3 Arten von Papa. Topics I was discussing, those Jivatma, they always committing Papa by Kai means body, Man, mind, and Vakya, speech. Die normalen Leute, die machen immer 3 Arten von Vergehen. Bab, durch die Worte, durch den Körper, durch den Geist. So, ich muss meinen Körper zum Ort geben, wo ich eben ständig die Möglichkeit habe, über Krishna zu hören. Das sagt der Vers ganz wichtig aus. Und ich will nur kontrolliert werden von Guru und Vaishnava, sodass mein ganzer Geist und Körper eingeteilt wird in den Dienst zu Krishna und Guru und Vaishnava. I like to engage, I like to engage myself in this way, and it is usually so Brahma betet eben so. Und normalerweise findet man eben in dem Gebet, dass eben der Name Ajit verwendet. Und Ajit ist, das bedeutet, dass du niemals geschlagen werden kannst. Aber der Devotee, der kann die in den Griff kriegen durch das, dass er, wenn er immer mit einer Devotees ist. Und Brahma spricht eben wunderbare Gebete, brillante Gebete. So, das kann man für lange, lange Zeit besprechen. Die Brahma Stuti, Digdarshan. Tatti anukampyam susami shaman bhanjan evatmakritam vipakam hridbhagavapurir vidadat namaste jiveto mukti pade sadayava Tatti anukampyam susami shamano bhanjan evatmakritam vipakam hridbhagavapurir vidadat namaste Jiveta jo mukti pade sadaya bhag. Tatya anukampa, any situation you are put into, you must feel. Jede Situation, in der du kommst, sollst du fühlen, dass das die Barmherzigkeit von Krishna ist. So, durch meine früheren Aktivitäten bin ich in die Situation geraten. So, wem kann ich die Schuld geben dafür? Wenn mir irgendwas nicht passt, sondern ich bin verantwortlich. Das ist die Barmherzigkeit von Krishna. So, du sollst immer relaxed sein, immer denken, hey, das ist die richtige Situation. Analytically you will have to see. And Sushamiksha, Mikshan means to look. Sushamiksha, very, very with nice judgment. On the basis of scriptural analysis, you have to find judgment. It's called Susamikshaman. Sushamikshama. Du musst eben denken, warum ich jetzt in der Situation bin. Ich bin verantwortlich. Sushamikshama.
Also du denkst jetzt mehr und mehr nach, dass du die richtige Antwort kriegst. Shushamikshmano. Also es sind meine Taten, die was ich eben in der Vergangenheit ausgeführt habe. So die Fehler sind bei mir begangen worden. Deswegen bin ich jetzt in der Situation. So Körper, Geist und Sprache, wenn du Dandavat gibst zu Deities, also das ist, ohne dass du was sprichst, das ist mechanisch. So wenn du ein Dandavat machst, Erbietungen darbringst zu Vaishnava Guru oder die Deities, also das sprichst du immer den Vers Vanchakalpaduruscha. Also vom Geist musst du auch, der muss auch anwesend sein, nicht nur sprechen, sondern der Körper auch. So das muss alles richtig ausgefüllt sein. Also wenn du Mahaprabhu also zu jedem musst du immer Mantra sprechen. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandha Jagatpate. Also wenn du das nicht sprichst, dann ist dein Dandavat gar nichts wert. Also du musst immer sprechen. Also wenn Shiva da ist oder Parvati, you pay same manner as you are paying for Krishna and Gauranga. There is a system, some rules and regulations. If you want to pay Dandavat to Shivji Maharaj alone, then you can see his Guru in front. So also vor Shiva kannst du all Vishnu Tattva, then keep left and pay Dandavat. So wenn Vishnu Tattva da ist, wenn Vishnu Tattva da ist mit Radha und Krishna oder Shiva und Parvati, nachher musst du die mit der linken Seite zu den Deities verbeugen. Und wenn Shiva zum Beispiel allein ist als Guru, dann kannst du zum Guru die gerade vorverbeugen. Father and mother there, just opposite. You will have to pay Dandavat there. Right hand, keep right. And in front of Gurudev, never pay Dandavat like Krishna, in front. Like Gurudev here, front. Otherwise, you cannot get result. Annatha nispalam bhavet. Bhavet means vidilingo. So you know nothing. You are doing hovering around the clock. You are running here and there, paying Dandavat. These are not getting. So eben, schon rennt man nur hin und her und bringt Erbietungen da, aber die bringen nicht wirklich die Frucht, Nafalam. So now you see, Tate anukampa susamikshmano vanjana eva atmakrata vipakam ridbhag bhagubir vidadat namaste jiveta muktipade sodaiva. This way one slope. So from heart, mind and body will have to pay Dandavat. So vom Herz, vom Geist und vom Körper musst du Dandavats Erbietungen darbringen, sonst ist der Dandavat nicht perfekt. Otherwise your Dandavat is not perfect. So now we go, now Brahma speaking. It is my adversity, you see. I wanted to test you, oh Prabhu, where you and where I am. Where you and where I am. Infinity Brahmanda there, expressing for your breathing. Ananta Brahmanda. Yashaika nisheshita kala mathava lamba jivanti loma vilaya jagadanda-natha vishwano mahanasa iho yasu kala vishesho govindamadi purusham tamaham viya. Brahma Samhita. From Govinda, this Purushabhuta, Mahavishnu, Mahavishnu in each pore, you know. Also von Mahavishnu kommt von jeder Pore. Da kommen alles Universen.
of Mahavishnu, infinity Brahmanda there. Das ist das nächste Gebet, was er sagt, eben in einer Bohre sind unendliche von Universen kommen da raus. So teeny. So, du bist so. Kaham tamo mahadaham khacharagni babhur sangbestitand ghata sapto vitastakaya kedrik vidha viganitand paranacharya bhatadharom vivarasso chaute mahimno. 14th chapter 11. Kaham tamo mahadaham khacharagni babhur Sangbestitando ghato saptavitastikaya kedrik vidha viganitand paranacharya bhatadharom vivarasso chaute mahimno. Where I am? Only, patal, this is bhur bhuva sva mahajana tapo satyo, and down you see, Atal, Vital, Talatal, Mahatal, Patal, Sutal, this is. So where this, I think I am all enough. Oh my God. It's made of all 5 elements. Of 5 elements. Maybe proportion is different, but 5 elements. In this, everybody is, 5 elements. Kaham tamo mahadaham khacharagnir Babhur sangbestitand ghato sapto vitastikaya kedrik vidhaviganitand paranacharya charya batadharomo vivarasso. Also jeder ist einklemmt, eingefasst in so Infinity Brahmanda is there, so ein kleines Universum, was gemacht ist aus Feuer, Wasser, Erde, Luft und Ego. Und ich wollte die testen, obwohl ich so ein winziger Teil bin, gefesselt in dem Gefängnis von den 5 Elementen. So wie zum Beispiel ein kleines Kind im Bauch von der Mutter. Manchmal bevor du eben rauskommst, das Kind, nachher ist das Kind manchmal stoßt ja mit den Füßen oder trampelt. Tomorrow I can first discuss the 2 points. Adaptation of Kaliya. By the instruction of Prabhupada. First, begin. Oh Prabhu, all father, mother, you are all. Because in material world can find, this is my father, this is my mother. But Krishna is father and mother. So Krishna ist der Vater von allen. Wir finden eben da viele Mütter und Väter vor. Tameva bandhuscha saka tameva tameva vidvam dravinam tameva sarvam mama deva deva. Everything Krishna. Father, mother, friends, home. Also alles ist Krishna. All liquid money, or everything. Tameva mata cha pitam tameva bandhuscha saka tameva. Very nice. You see, very nice. So this way, everything is Krishna. So Krishna is father, Krishna is mother, everything Krishna. Kim asti nasti vyapadesa bhushitam tavasti kukhe kyat opi annata. What is there out of you? Everything was ist außerhalb von dir? Everything is there inside Krishna. Nothing is there. Alles ist innen drinnen von Krishna. Das ist Advaya Gyan Tattva, das hat er schon gesprochen. Everything you. So alles bist du. Nothing is there except you. Nichts ist da außer dir. Das ist Advaya Gyan Tattva. And Brahma now crying and speaking, you are actually Narayan. Narayan and Narayana Swam Nahi Sarvadehinam Atmaswad Adhisha Khila Loka Sakshi Narayana Anyam Narabhuja Layanat Tachapi Satyam Na Tadaivo Maya.
Actually, Krishna can speak, "Oh Brahma, what you are speaking rubbish." Actually, Narayan is your father. Actually, you took birth from the navel portion of Narayan. How I am here? Then Brahma speaking, you are actually original Narayan. So eben, wo Narayan means Narayan, der Name, Nara means water. Nara bedeutet Wasser. You are actually original Narayan. Und er sagt eben, du bist der originale Narayan. Also vielleicht habe ich Geburt genommen von Narayan, Mahavishnu, aber wer ist original? Du bist der originale Narayan. So auf die Art betet Brahma für lange Zeit. Und dann zum Schluss kommt er zu dem Entschluss, oh, my Herr, my Lord, bitte entschuldige mich, ansonsten gibt es keinen Ausweg für mich. So, wenn jemand die jetzt suchen will im ganzen Universum, kann er die nirgends finden. Heraus aus seinem eigenen Aufwand. Nur wenn wir eben jetzt die Barmherzigkeit für deine Lotusfüße erlangt, nachher können sie das Tattva verstehen. Im Bhagavatsiddhanta findet man vor, also nur die, was Devotees sind, von denen ist die Bhakti, von denen kriegst du Bhakti nicht am Markt. So, athapite deva padam bujaddayo prasada lesa anugrihita evi. If somebody getting kripa, anugraha, and this way actually approach Guru Vaishnava and ultimately praying unto lotus feet. Then and only then, athapite deva padam bujaddayo prasada lesa anugrihita evi. Janati tattva has some procedure. Also du musst in den Pfad gehen von Shrauta Panta. Du kannst nicht nur hier dort und dort hingehen. So, wenn du eben die Gleise verlässt von der Guru Baram, nachher kannst du ein falsches Ziel haben. Also wenn du zum Beispiel, ich kann ein Beispiel geben, wenn du in Kalkutta in der Howrah Station einsteigst, also das sind 22 Coachen, also Kabinen, also die, wenn du jetzt eben nach Bombay fahren willst, also die Maschine, der Motor, das ist der erste Waggon. Also wenn du da nicht angeschlossen bist, nachher egal, du kommst nicht vom Fleck. Also du musst die an Guru und Vaishnava halten, nachher kannst du weiterkommen. A soul, Jivatma, can come to know all about you, your Tattva or Siddhanta, Janati Tattan Bhagavan Mahimno, Nacha Anyan Eko Pichiran Vichinmo, for infinity pure. He can search and put all his energy, life after life, infinity pure. Cannot come out. Also so kannst du leben, viel leben, wirst du dann niemals erfolgreich sein. Now crying and speaking this way, Aho Bhagyam, Nanda Gopavajokasam Janmitram Paramanandyam Purnam Brahmo Sanatam 32 14th chapter.
Aho bhagyo maho bhagyo Nanda Gurva Vayoga Sham. And those who are staying in Nandagram, even Nanda Baba, they are very, very lucky. Aho bhagyam, aho bhagyam, nando gopa bhajoka sam, janmittam paramanandam, purnam, brahma sanatanam. Parat parakilishara gyan tattva, the unique tatta in the form of Krishna. He is very friendly with them, because relation. Also hat der Parakaleshvara, das Advaya Gyan Tattva, hat immer Beziehung, eine freundliche mit den Brajavasis, mit Nanda Baba und alle Brajavasis. Chaitanya Charitamrita findet man Krishnadas Kaviraj Goswami, der Schreiber. Brajavasis Sabhaviki Kipi Krishnapati, Krishnero Sabhaviki Pati, Brajavasi Prati, Bengali. Also die Brajavasis haben ganz eine natürliche, spontane Anhaftung zu Krishna. Und Krishna genauso. Die Brajavasis. Brajavasis Sabhaviki Kipa Krishnapati, Krishnero Sabhaviki Pati, Brajavasi. Those Brajavasis, Krishna is feeling tremendous attraction from her. Brajavasi is my heart. And also, Brajavasi speaking, Krishna is our heart. Krishna spricht die Brajavasis sind mein Herz und die Brajavasis genauso. Krishna ist unser Herz. You know, Ambarish Maharaj Tata, I told you already that time. So Ambarish Maharaj Tata. Already I told you this time. Aham Bhakta. Madannate na jananti na ham tebhyo managupi. Sadhunam hidayam majjham. Sadhunam hidayam. Those sadhu is my heart. Also from other Sangita I told you. Many times I told. You see. Vedame bachanam vipramukham gavahastanun mamo juyam devaha angani and sadhavo asavo hidi. Sadhavo hi asavo hidi. Those who are sadhu, just my heart. Also die, was die Sadhu sind, das sind wie mein Herz. Und all die Halbgötter, das sind die Teile, Glieder. And Gavo, Gomata, my body. Und Veda, Gabo, Gomata ist mein Körper und Veda, mein Mund. If you give some prasadam to Brahman Vaishnava, then be sure Krishna is eating. Also wenn du Prasadam zu Vaishnava gibst, dann sei dir sicher, dass Krishna ist. Impossible. Big problem. So here, aho bhagyam, aho bhagyam, nanda gopo brajokasam, yan mitram paramanandam, purnam brahmo sanatanam. This way actually. Now Brahma speaking, what to speak more? I like to take birth here in Vrindavan, as you know, and Kripa, you know. Tadbhuri bhagyamiha janmo kimatavhyam yad gokule yapi katamangri rajo visekam yad jivitantu nikhilam bhagavan mukundostvadvapi yat pada-ratam suti migamir. The Suti, Sriti, they are all searching. So Shruti und Sthiti, die alle das suchen nach die Lotusfüße von Krishna. Shruti, Sthiti und Purana, die alle suchen. Kommen nach Vrindavan, um Nandanandan Krishna zu finden. Das ist ihr einziges Ziel. So Brahma now crying and speaking. So Brahma spricht, Tatpuri Bhagya. I can feel myself the most luckiest Also ich kann mich selber so vom Glück begünstigt fühlen. Tatpuri Yad jivitantu nikhilam bhagavan mukundostwadhyapi yat pada-ratam suti migameva.
Also ich möchte eine Pflanze in Vrindavan werden. Was zu sprechen von Gokul-Dham. Überall findest du dort die Staubpartikel von Govinda und die Gopis und die Kuhirtenjungen. So alles ist voll mit dem Fußstaub von die Gopas und Gopis. Und Gomata. So you see, so I like to take by. I think is very, very, So ich möchte dort Geburt nehmen. Fortunate. Because those Suti-Siti, ultimately they are searching the dust particle from those Brajavasis. I like to take birth there, you see. And you see, you can maintain all your, karma, krodha, everything up to what point? Up to which point? Till you are growing love, bhakti for Krishna. So du bist eben voll mit Karma, Loba, Grit, also Lust, Gier, Not, Sein mit all diesen Sachen, solange du nicht wirklich Liebe entwickelst für Krishna. Tavat moho ongri nigaro yavat Krishna nate yana. Until and unless I cannot identify myself as a dear and near of Krishna. Tavad ragada yustinas tavad kara griham. Up to that point, all your karma, also bis zu dem Punkt, du nicht wirklich die Anhaftung für Krishna entwickelst, dann bringen dir das Lust, Zorn, Neid und Gier, das alles Probleme. Und du findest hervor, dass dein Haus wie Gefängnis ist. Vielleicht ist alles da, du hast einen Fernseher, du hast eine Klimaanlage, aber in Wirklichkeit ist es wie ein Gefängnis. Ohne dass du wirklich die Anhaftung zu Krishna entwickelst, nachher ist so ein Haus oder so eine Wohnung, aber wenn du alles da hast, ist nichts anderes als wie ein dunkles Gefängnis. So bis Krishna dich vollkommen akzeptiert, bis dahin hast du Probleme. Und du wirst immer wieder durch die Influence von Maya dort und dort hingeschickt und verfolgst irgendwelche falschen Träume in deinem Leben. Till then I can found there is one kind of locking in my leg. I cannot go anywhere. Tavat angri nigaru. And room having so much facility is just like a jail. I'm put in jail. Up to and when Krishna can accept you, you can identify yourself, I'm dear and near Krishna. Und wenn Krishna dich akzeptiert, then it's okay, all problems solved. Dann ist alles Problem aus der Welt geschaffen. So Brahma crying, Tavad ragada yuho stenas tavad ka griham. Tavad ragada yuho stenas tavad kara griham. Tavad moho angri nigaru Yavad Krishno Natiyana Prapancham Nisprapanchayopi Virambayosi Bhutale Prapanno Janatananda Sandham Pratitumbo Prabhu 37 Prapancham Nisprapanchayopi. Though you can externally you can find I am put it into the material world. Kann extern empfinden, okay, bin in der Welt kein Mann, aber die Welt ist nicht. Prapanno Janatananda Sandham Pratitum Prabhu. Actually, you are actually nisprapancha. Also er sagt ihm, du bist hinter der materiellen Welt zum Krishna, der Brahma. Hinter dem materiellen Konzept. So bis zum Brahma-Loka ist alles materiell.
Also es gibt verschiedene Kategorien, aber bis auf zum Brahma ist alles materiell. Devi Maheshwar Dameshu Teshu Teshu Prabhava Also das ist Devidam. Und vom Devidam kommst du dann immer weiter und weiter. Devi Maheshwar Teshu. Und nach Brahmalok, und bis Brahmalok ist alles materiell. Viraja. Also dann gehst du durch den Viraja und nimmst dort ein Bad und kommst raus ohne Tamas, Rajas und Sattva. Actually, and from there, you have to cut, then you can find Brahma effulgence. Nachher findest, dort kommt man dann zur Ausstrahlung von Brahma, das Brahma Jyoti. So wie zum Beispiel vom Gopal automatisch auch der Licht ausstrahlt. Aber das große Licht, das findest du in der Brahman-Ausstrahlung. Da musst du auch durchgehen und du denkst dir vielleicht, oh, ist ein schöner Platz, da ist Sadashiv. Vom Sadashiv findest du Yoga Maya und Gopeshwara. Advaita Goswami. Und nachdem gehst du wieder weiter. Es sind so verschiedene Zimmer da, Kammern, was du dann findest. Die Vaikuntha-Planeten, wo die verschiedenen Avatare, Ramchandra, Nishingha, Kurma, Vatsa und alles. But you are actually beyond this material conception, material world, but still, to give enjoyment to your devotee. Also du bist hinter der materiellen Welt, hinter dem materiellen Konzept, aber um in Freude zu deinen Devotees kommst zu der Welt. This way. Brajamanam means traveling. Also du Lila Virananda Kunde Sagoshami Majantama Pyakayantam. So nice. Gopal, his duty is to give you enjoyment. Also Gopals Aufgabe ist, uns eben Freude zu bereiten, aber wir sind passiv. Deswegen können wir nicht wirklich das ausleben, weil wir nicht komplett eben Guru und Vaishnava folgen. Warum legen wir uns hin, faul? Warum machen wir nicht was? Du hast niemals wieder so eine Chance wie in dem Leben. Wir sind so vom Glück begünstigt. So, das Leben muss man komplett nützen. Wir sind da in Navadvip Dham, Navadvip Vrindavan und ständig Harikatha hören. So, jetzt kann man mal nachrechnen, wie viel Population von Leuten da sind. Gibt es vielleicht... I don't know actually. 900 crores? I don't know. 7? I don't know actually. I'm not going through it. Never I go through newspaper, nothing. My news coming from up. Never. I follow newspaper, TV, nothing. Er folgt dem nicht der Zeitschriften oder irgendwas. Seine Welt ist komplett verschieden. Er kriegt die News von der transzentralen Welt, deswegen weiß er nicht, wie viele Leute jetzt sind auf der Erde. Aber sagen wir mal 7 Millionen. 7 Millionen. 700 crores. 700 crores, I don't know actually. 7 Millionen Bevölkerung, von der sind da jetzt vielleicht, also da musst du mal dein Glück jetzt kalkulieren, dass du jetzt dort hergehen kannst, an dem Ort in Navadvip sein kannst, also dann kannst du wirklich verrückt werden, wenn du denkst, wie vom Glück begünstigt du bist.
Keiner von den ganzen 7 Millionen hat nicht die Chance. Die werden geboren und sterben wieder. Geboren und sterben wieder. Punarapi maranam, punarapi jananam, punarapi matri jatare svayanam. This way actually everybody, Shiva spricht dass alle in der Welt gehen und kommen, die meisten. Aber was für Chance haben wir jetzt? Also wir müssen ja wirklich einmal das Glück berechnen. Just to give, enjoyment to all, devotees. Der Krishna kommt nur, um jetzt eben Freude seine Devotees zu bereiten. Deswegen kommt er in die Welt. Ansonsten ist er hinter dem Konzept. To give lila, nam, everything, so that we can get benefit. Because for we bonded soul, we have no other way. So dass wir eben einen Benefit kriegen. Kommt bei Prahlad Maharaj, er betet auch vor Prahlad Maharaj, oh Nishingadev. Weil keiner eben ihnen hilft, so du bist die einzigste Quelle. So all die dämonischen Schulkameraden, du musst ihnen auch Barmherzigkeit geben. Prayeno deva sabimukti kana kama maunam charante vijanena parathanes. Anoitano vihayo kiparnano vimukcheko nanyam tadassa saranam brahmaton upasye. They are traveling up and down. Oh Prabhu. Also die gehen auf und ab. Bitte hilf ihnen. Du musst Kripa geben. I already told. Prayeno deva munayo sabimukti kana maunam charante vijanena parathanes. Naitana vihayo kipanana vimukshayeko nanyam tadasa saranam brahmato nupashe. I don't see any solution except you. You have to give kipa. The Asura boys, they are falling down in mind. Oh Prabhu, you will have to also du musst ihnen Barmherzigkeit geben. So you will have to put always and every time. You will have to pray in front of Guru Vaishnava, mentally from heart. Also du musst immer ständig, Tag und Nacht vom Herzen beten zu den Vaishnavas. When Vaishnava, on behalf of me, praying in front of Krishna, also wenn ein Vaishnava in Form Krishna für mich betet, nachher hört mich wirklich, nachher wird Krishna mir helfen. So Gurudev, der hat die Verbindung mit Krishna. Jiva Goswami gibt da das Siddhanta, dass eben die gebundenen Seelen, die können nicht in Kontakt kommen mit Krishna. Krishna ist immer beschäftigt, er spielt, er ist 24 Stunden am Tag beschäftigt. Jede Sekunde hat er was zum tun. So er hat keine Zeit, dass er jetzt auf die schaut jetzt auf die Welt da. Das ist warum Krishna hat das so organisiert, damit seine erste Erscheinung Erweiterung Balaram ist, dann seine dritte Erscheinung Erweiterung, seine vierte Erscheinung, dann kommt Anantadev. Deswegen die beschäftigt er alle in dem Dienst, dass er sich um nichts kümmern muss, der Krishna. Und die anderen von Anantadev kommen die ganzen Devotees. Und die übernehmen die Verantwortung, dann die Seelen zu Krishna zu kriegen. So es geht alles von Krishna aus. So Krishna hat keine Zeit. Directly you are crying, your husband gone, your children gone. Also wenn du schreist, oh, deine Kinder sind gegangen, deine Frau ist gegangen, Krishna ist ganz wenig interessiert an dem, der spielt immer lang in Vrindavan. So über uns nimmt Verantwortung Gurudev. Big problem. If you pray in front of Shuddha Guru Vaishnava, Galo Vasto Krita Anjali Vaishnavani Kate, you must cry and sing this. Srila Bhaktivinoda Tirtha used to sing. Galavasto Gitanjali Vaishnavani Kate. This way.
Dantatina koridai. This way. Very nice kirtan. You must do this kirtan all the time to get kripa. Otherwise your Shastra can also not going to give you kripa. Also du musst ständig die Gebete beten von den Vaishnavas. Dann kann dir die Schrift, die Shastras auch Barmherzigkeit geben. Actually, jananta eva janantu king bahuktya name prabhu manaso vapuso vacho vaibhavam tavo gocharam. If somebody claiming, I know everything about Bhagavatam, also Brahma spricht jetzt eben, okay, es mag vielleicht Leute in der Welt geben, die sagen, okay, ich weiß über Krishna Bescheid, aber er sagt, ich kann leise sagen, ich weiß nichts über dich. Ich kann nicht irgendwas sagen über dich. Du bist hinter meiner Vorstellung. Only you know, or maybe sometime you are not knowing. Nur du weißt es. Also wenn du Krishna fragst, ob er seinen Ruhm weiß, dann sagt Krishna, ich weiß nicht. Also es ist ein langes Gebet von Brahma. Und Brahma spricht ganz demütig. Und jetzt ist Krishna zufrieden. Für lange Zeit hat er jetzt gebetet. Und jetzt kann er immer Frage einstellen. Warum hat Brahma so lange gebeten? Und Indra hat nur so But Indra prayer is short, in short compass. But Brahma's prayer is long. Why? Why is the Siddhanta? Because Brahma also warum betet Brahma länger so that Krishna is und warum betet Indra kürzer? Is a big offense done by Brahma hat ihm das already I told you now. Hat ihm das Vergehen gemacht, dass er Krishna und die Brajavasis getrennt hat, aber Indra hat sie zusammengebracht. Also einmal ist immer so, Krishna ist gekommen als eine himmlische Dame zu Radharani, weil sie ihn wissen wollte. Und Radharani hat gedacht, oh, ich fühle mich so angezogen, wer bist du? Und sie sagt dann, sie kommt von da und da, aber Krishna ist ein Lügner, er lügt immer. Then Krishna, started speaking all rubbish about Krishna. Und das fängt dann an zu sprechen über Krishna, alle Probleme, das und das. Also wie schlecht er ist und was er alles macht. Und Radharani sagt, oh, wie kannst du sowas sprechen? Wie ist das möglich? Und sie sagt, er ist ein Kuhirtenjunge. Kuhirtenjunge ist topmost, das ist das Höchste. Weil die, was Kuhhirtenjunge sein, die haben die Möglichkeit, immer mit den Kuhhirtenjungen und mit der Gomata und mit ihr zusammen sein. Deswegen Krishna kann direkt die Brustmilch trinken von der Gomata. So, es spricht nicht so, aber die Dame sagt dann, kannst du mir Krishna sagen? Dein Krishna. You have so much love. Can you show your Krishna? Then sure. How you can show? Sie sagt, okay, sicher, bald. And sitting in meditation. Und sie sitzt jetzt in der Meditation, oh Krishna, Krishna. Sie ruft Krishna in ihrer Meditation. Und nach einer gewissen Zeit ändert Krishna sein Dress und sagt, oh Radhe, ich bin jetzt schon gekommen. Und nach dem Kind so eben, und Krishna sagt, oh, du hast so stark jetzt nach mir gerufen und geweint, so ich habe jetzt die Dame aus dem Weg geschaffen und ich bin gleich zu dir gekommen. Und so spielt Krishna eben.
Er war nämlich verkleidete Dame. Oder? Brahma, his pair is wrong because separate. He says those devotees, coward boys. Also Brahma hat eben die Brajavasis und Brahma getrennt und Indra. Krishna getting facility because sometimes Krishna promised those gopikas and Brajavasis and Gomatas, they always thinking we are somehow going to get separated in a day. Also die Brajavasis, die fühlen sich immer, dass wir getrennt sind von Krishna. Also die Gopis und die Kühe und alles sind immer zu einer gewissen Zeit getrennt von Krishna. Aber wann haben wir die Möglichkeit, dass wir wirklich nonstop ohne Unterbrechung auf Krishna schauen können? So Krishna weiß ihre Wünsche und deswegen gibt Krishna das Lila mit dem Govardhan, Giriraj, und er haltet den mit dem kleinen Finger so wie ein Regenschirm. Und die ganzen Brajavasis haben jetzt die Möglichkeit, Tag und Nacht auf Krishna zu schauen, ununterbrochen, ohne Blinzeln. So Brahma praying so long. So Brahma Brahma hat ihm lang beten müssen, aber Indra ganz kurz. Er hat eine gewisse Strafe gekriegt, aber er war glücklich mit Indra. This way actually, Brahma, so now one thing happened in between, I forget to speak you, that when Aghasura was, killed by Krishna, and his dry skin was so Aghasura, 1 year after. How that possible? Wenn Aghasura getötet worden ist, nachher das actually for 1 year, für that time, ein Jahr, remember, I told you, that Brahma abducted all, cowboys, coward boys. Also für ein Jahr hat er die Kuhirtenjungen und die Kühe genommen. Für Brahma ist es eine Sekunde, aber auf dem Planeten ist es ein Jahr auf der Erde. So für die Brajavasis war es ein Jahr. Aber nach der Kalkulation von Brahma ist es eine Sekunde, so wie das Zwinkern von einem Auge. Aber für uns ist es ein Jahr. How is that possible? I already confined all those coward boys and a calf there, whereas I find everything here and check up everywhere. So mit seinen 4 Köpfen hat er gesehen, dass sie da sind und da sind. Dort, wo er sie versteckt hat und dort, wo Krishna sich erweitert hat in die Jungen und die Kühe. So jeden Tag geht Krishna auf die Felder im Wald. Expand everything from his own body. All Gomata, a calf and everything. All friends. All same so color, alles hat gleich ausgeschaut. Das, was Krishna manifestiert hat. Die Jungen haben gleich gesprochen, waren gleich angezogen, haben die gleichen Ornamente gehabt. So die Kühe, weil die Originalen, das seien für Brahma für ein Jahr jetzt. Aber so für ein Jahr ist Krishna jetzt jeden Tag mit den Jungen, die was er selber manifestiert hat und die Kühe, sie selber im Wald gegangen ein und aus. Und die Brajavasis, die haben nicht verstehen können, was eben da jetzt vor sich geht. Und sie denken sich jetzt, die Brajavasis, oh, warum mein Sohn, der ist schon so alt, aber warum habe ich noch immer so eine riesen Anziehung zu ihm? Weil eben Krishna das selber ist. So die Mütter,
die sind alle ganz rastlos und die rennen raus und warten so begierig, dass sie eben ihren Sohn sehen. Aber früher war das nicht so, weil er eben schon älter ist, 7, 8 Jahre, und da läuft jetzt nicht aus wie normal immer. Aber eben durch das, dass das jetzt Krishna ist, der in der Form, fühlt sie sich so an. Und eines Tages fühlt Balaram, da muss irgendwas falsch sein. Er sieht eben, dass die Kühe they are running, breaking all rules and regulation and running to lick their, Balaram said, how possible? Also die Mütterkühe, die rennen ihm los zu den älteren Kühen und die schlecken die ab. Und dann der Balaram, der sieht das, obwohl sie eben junge Kühe haben. Normal sollte sich die Kuh dann um die Jüngsten kümmern. Aber die rennen alle los und rennen zu den älteren Kühen und schlecken sie ab. Weil das eben jetzt, die Formen ist Krishna selber. So, die haben mehr Anhaftung zu dem jetzt. Und Balaram hat dann eben rausgefunden, am Anfang nicht, für ein Jahr hat er das nicht verstanden. Und nachher ist er draufgekommen, dass eben das alles die Erweiterungen von Krishna sind. Also das ist eben so Lila, Naralila, so wie eben ganz normal auf der Welt. Und deswegen hat Balaram also, als wir das nicht weiß. Und dann hat er erkannt, okay, das ist wirklich alles ist Krishna. So all Gopikas, all Gomatas, they are satisfied. So all die Gomatas, die Kühe und die Frauen von den Jungen, die sind alle glücklich. Sudam, Siddham, Vasudam, Stoko Krishna, in different name and different Krishna himself. Those mother also cannot realize why you are feeling deep, attraction. Same boy there. Previously I used to love. Why now totally opposite? Also der Mann nicht realisiert, die Mütter. Warum habe ich jetzt so viel Liebe mehr auf einmal zu meinem Sohn? Weil der Krishna ist eben das Atma vom Atma. Nitto nityanam chetanos chetananam eko bahunam javidadhati kaman. Upanishad is this, Upanishad Bhakya successful. Nitto nityanam chetanos chetananam eko bahunam javidadhati kaman. You are Nitya. You are not going to die. Nitya, wir werden nicht sterben, nur dumme Leute denken so, dass sie sterben. Und Krishna ist Nitya, Nityanam. Also das ist alles Nitya Vastu. Und Krishna ist der Herr von der ganzen Nitya Vastu. Oh, Super Chetan. That's why all Matajis, all Go Mata for, they are fostering for a long time this kind of desire. Oh God, by chance we get such a chance that we can get Krishna all the time. That's why every day Krishna going to their house, taking breads, in different name and form. So jeden Tag kommt jetzt Krishna in deren Haus, nimmt dort Prasadam zu sich, aber er ist jetzt in der Form von Madhumangal, Stokha Krishna, Arjun und all die. So für ein Jahr vergnügt er sich so. So this way Krishna enjoying. This way, one day actually Dhenukasura, und eines Tages ist dann Dhenukasura. Eben, da kann man so viel drüber sprechen, aber er entschuldigt sich, weil eben die Zeit nicht dazu ist. You see, now one day, all, coward boys and all problems solved. Brahma begged for pardon, all problems solved. In between all this thing happened. Now I speak, already speak to you.
So, jetzt kommen wir eben zum nächsten, zum Dhenukasura. Da eines Tages gehen alle Kuhirtenjungen in den Wald von Talban. And in Talban, those boys, coward boys, they are very hungry. A very nice smell of tal. Sind die Talfrüchte und die haben einen ganz starken Geruch und die Jungs, die denken sich, oh, wir sind hungrig, wir würden gerne solche Talfrüchte kriegen. So lass uns doch dorthin gehen. Then actually, Ramo Ramo Mahabhaho Krishna Dushta Nivarhano Ito Vidure Sumahadabanam Talali Sankulam. Oh Krishna, hey Balaram, oh Rama Rama Mahabhaho Krishna Dushta Nivarhano. Very near we find one talvan, very nice smell of, pakka. When tal become ripe, tal, plum. Very nice. So, Rama Rama Mahabhaho Krishna Dushta Tal sind, glaube ich, Pflaumen. From here, very near, Ito Avidure Talfrucht. Talali Kula Sankila. So ist Ähnliches wie Pflaumen. Santi kintu avarodhani dhanke na duratmana. 22 sloka, 21, 22 sloka. 10th canto, 15th chapter, you can find Siddhama Namu Gopalo Rama Kesava Yuho Sakha Subalo Stoko Krishnadya Gopaha Premanedam Abubrana. Out of love, Siddham, Sudam, Ram, they are speaking this way. Siddhama Nam Gopalo Ram Kesavayo Sakha Subalo Stoko Krishna Krishnadya Gopaha Premanedam Abubrana. Premana, out of love. Big love, they are speaking. Hey Ram, Mahabaho, hey Krishna. There's nice, garden, Also sie sprechen ihm jetzt, oh Krishna, oh Ram, lass uns doch zu dem Garten gehen, da sind so viele Früchte. Und wir wollen jetzt die kosten. Aber das Problem ist, weil da ist ein Dämon, der Dhenukasura, so der bewacht den Ort. Und anybody wicked personality can cut and throw. So Balaram is thinking, well, I can go. Then Balaram so alle, aber Balaram sagt, ja, macht nichts, ich kann gehen. Und nachher nimmt er einen Baum und rüttelt den. Und alle Talfrüchte sind runtergeflogen. Und Dhenukasura hört jetzt natürlich den Klang und das Chaos, was da los ist, und ist aufgewacht von seinem Schlaf. One nice trespassers will be prosecuted. One demon is there, don't allow any small boys to play in his garden. Only protect and sound. Small. When I was in school, I read this poem. Very nice, I remember. So Tal is there. He is not allowing anybody, nobody can go and collect Tal. So now actually Balaram going. Now, so Tibirajo Sur Ram He Krishna Khararupa Drik Atmatulla Balair Annair Gyativir Bahuvir Vritaha. He is actually Asur, is big, powerful, Khararupa Drik, but actually he is, not only he, on that Asur, he is all full troops there. All same, almost same power they can attract. Then after that, Balaha, Tat Balaram, Balaha Pravishyo Bahubhyam Talano Samparikampayam. After that, I already told you. Balaram entered that, bun, and each talbiksha, so eben Balaram ist da rein und hat die ganzen Bäume geschickelt. Da sind die ganzen Früchte runtergeflogen. Out of his own power, very,
Heraus aus seiner eigenen Kraft hat er das geschüttelt. Und alle Bäume fallen nach der Reihe um. Und zu der Zeit ist geschrieben, so wenn jetzt die Früchte dann runtergeflogen sind, also dann ist der Dämon, Dhenukasura, er ist jetzt gekommen und ganz schnell, um Balaram zu attackieren. Then what to do? Sametto tarasa pratyabhyam padvyam balam boli abbadhavat krititalam saganam. No, actually I missed this next line. But just sametto tarasa coming quickly here, pratyabhyam padvyam balam bali bhajan nihat Torosi ka sabdam munchano parijasat khalaha. Taking the back leg. Also er hat dann die Hinterhufen, die Hinterfüße genommen von dem Esel, von dem Dhenukasura und hat ihn wie so mit der Zentrifugalkraft hat ihn aufgewirbelt und hat ihn weggeworfen. Und er ist dann gestorben durch die Chikhepo Trino Rajagre are Brahmano Takta Jivitam. Yes, leave his body. So, and by this way, you see, when this body is big body, aber der Körper ist ein großer Körper. So, wo der jetzt dann auf die Bäume geflogen ist, nachher ist eben der eine Baum zum anderen Baum geflogen und zum anderen Baum. Und somit ist der ganze Wald, sind alle Bäume umgeflogen. Deswegen findet man halt. Also es sind nur 2 Bäume sind da. Nirgendwo anders kannst du schon Talfrüchte finden. Eben zu prüfen, dass es richtig ist, sind nur 2 Bäume dort. Und Talwan. Krishna, Balaram Maharaj, this way, Balaram Maharaj killed that Dhenukasura. So ist der eben jetzt getötet worden, der Esel, der Dhenukasura. Und jetzt nach einigen Tagen, Balaram not coming, I forget. Actually that day, Krishna with all his, friends, Krishna mit all seinen Freunden, and they are running here and there, grazing fields, ultimately reaching Jamuna. Der sind im Gang und sind dann am Ufer der Yamuna angekommen. Im 16. Kapitel, Kaliya. Also da ist jetzt das Lila von der Kaliya-Schlange. Tasya vishuddham annichvan sarpam tamudvasayam. Sukdev Goswami in front of Parikshit Maharaj. Also Sukadev Goswami spricht jetzt vom König. Oh Rajan, oh König. Krishna ist eben eines Tages an dem Ufer von der Yamuna gegangen und hat dann vorgefunden, dass das ganze Wasser ganz giftig und schwarz war. So, und alle Kälber und Kühe, die was das dunkel haben, sind umgeflogen. So, Krishna bedeutet, Jamuna Nadi is Krishna. Another name of Jamuna is Krishna. So, Bilakya Dusitam Krishnam, Krishna Hina, Ahina. So here 3 times it is called, matching word. When in Sanskrit and in any Kavya, when you make, also das sind jetzt 3 Wörter, dass der Rhythm passt. Like I told you, so yato jeno yateno yati vansa
So same word, repeat, it is increasing the sweetness of that. It is called very nice chapter in Sanskrit, very nice. You cannot understand. Das ist ein Teil im Sanskrit. So this way here, always you see rhythm. Dass du den Rhythmus haltest im Vers, das ist das dreimal jetzt das Wort Krishna, aber hat verschiedene Bedeutungen. Krishna, das erste Wort bedeutet Yamuna, also der giftige Yamuna. Krishna, 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 Krishna Hina, also Krishna Hina, die schwarze Schlange, Kaliya. Das ist ein wundervoller Vers. Als verschiedene Bedeutungen. Chanda, tal, you know, different kind of thing there. Anupras. When I discuss Chaitanya Charitamrita in details, someday can come, I can speak all before death. Chaitanya Charitamrita, so that you can understand everything there. How Chaitanya Mahaprabhu was speaking in front of that Pandit, breaking all grammatical portion, very nice, sweet. Anupras is called. Mahatam Gangayam Satatamidam Abhati. So nice. We can do after Purushottam. No time, I have so many seva, you are not helping. So many seva. That's why yesterday I stop you, I can give you chance. Very shortly. Yesterday I stopped because I was busy. I was not ready. Because I have some duty for you. Then. So this way, you see, Vilakya Dusit, and Gita also need great detailed discussion of Gita. Yes. How possible? Life is very short. So many things. Hindi also sometimes discussed. In Haridhat, only 3 chapters in details discussed. Hindi. But after that, not done. No time. So anyway, Krishna can give time. We can discuss. So, sometime Hindi, sometime Bengali, sometime other language, Odia, different language. So, actually, Belakya Dusitam Krishnam Krishna Krishna Hina Vibhu. I mean, first is that Bilakya means looking, Dushitam Krishnam. Krishna means Jamuna Nudi. When Krishna find is toxic, then by whom toxic? In this kind of poisonous situation created? By Krishna Hina. Krishna Ohina. Ohi means in Sanskrit snack. Also Krishna Ahina ist die Schlange. There is so many jugglery in Sanskrit, so many, you can go mad. How possible? Life is so short. Like Jadoo, black magic, not black magic, white magic. Not black magic. Krishna Hina, Krishna plus Ohina. Plus means middle. There is Sandhi, sometimes adding. Krishna plus Ahina is equal to Krishna Hina. This is Krishna Hina. Das sind also Wortspiele in der Sanskrit-Sprache. Aber ganz wichtige Bedeutung, eben deswegen sollte man Sanskrit lernen. Kasha, Strilingo, here is a feminine, Jamuna Jalam. Jamuna is Strilingo, Jamuna, Krishna. So, Tasya, not Tasyo. When somebody praying Dandavat, they also make mistake. They also make, they cannot understand. They don't know. Sometimes they can, feminine, they make mistake. They cannot understand. I can show you after. So, this way, Tasya Vishuddhim Anvichan, to purify, that snake was, driven away by Krishna from that place. Now, jetzt ist eben die Schlange vertrieben worden in dem Kapitel von Krishna. Katham anta jalya gadhe nagrinyad Bhagavan ahi manan nahim bachen rajuvacho katham antar jale agadhe nagrinyad Bhagavan nahim savai bahu yuga avasam yathasid vipro kathvatam.
So für lange Zeit ist die Schlange unter dem Wasser von Yamuna. Then Parikya Sukdev Goswami is a long history, you see. Long history. Actually, that, due to the snake, there's some, there's all adjacent place become toxic. All trees and plants become so ist eben alles jetzt vergiftet worden und austrocknet durch das Wasser von der Yamuna. Und alle Vögel, die was drüber geflogen sind, die sind gestorben. Durch den Dampf, was aufgegangen ist. So Krishna wanted to purify. Now actually point is that is a long history. I already told you, you can forget. You cannot remember, I think. You can remember. I told you that from Ramanakdeep, that Kaliya came here to take Garuda. Garuda Bhagavan taking some fish there. Then, that Rishi, Shaubari, hey, I can curse you, don't come here. Then that is the only spot. Also das ist der Ort, wo eben der Saubhaga Rishi den verflucht hat. Dort kann Kaliya rein. Das ist der einzigste Ort, wo die Schlange bleiben kann, die Kaliya. Da hat Garuda keinen Eintritt. Ansonsten, wenn er dort reingeht, stirbt er. So das ist, warum Kaliya die war an dem Ort für so lange Zeit. Mit den ganzen Familienangehörigen, mit den ganzen Frauen. Now Krishna wanted to, hey, go out. But he that snake don't like to go out. Now Krishna what doing? Krishna actually climbed that one, tree is there. What is that? Kadamba Viksha. Und Krishna ist dann den alten Baum raufklettert, einen Kadamba-Baum. Kalindyam kaliyasva asid hradaha kachit visaganina srappa mano paya yasmin patanti uporiga khagaha. Uporiga khaga, I already told you. Any birds flying over there are falling down. So Krishna what doing? Krishna now, because all, boys, they fall down, they take water and so alle Junge, die Wasser trinken, die fallen auch die Kühe fallen so was macht Krishna? Krishna ist jetzt auf den Baum raufklettert, auf den Kadamba-Baum, bindet seine Kleidung fest und springt vom höchsten Punkt vom Baum in den Fluss von Kaliya. When Parabrahma jumping in lake, what is the condition of lake, you see? Then Kaliya is taking all his... So, und das ist eben jetzt, Krishna ist Parabrahman. So. Was kannst du dir vorstellen, wenn der in das Wasser springt? So, das ganze Wasser ist, hat riesen Wellen gemacht und Kaliya ist jetzt aufgewacht und wird jetzt ganz ärgerlich und kommt raus. Tvam prachanda vega visavirjam avekshatena dushtyam nadincha khala sanjama avataraha. Khala sanjama avatara means, khala means those wicked. Khala in Sanskrit, we say wicked. For them, Krishna is the master to take control over them. And Prabhupada also speaking very nicely. Also Kala bedeutet, der was schlecht sein. Und Krishna ist der was über die Swaitan is Swaitan. Is the Saitan for all those who are actual Saitan, for them Vaishnava is also Saitan. You cannot find any meaning. You cannot understand. Krishna Bhakta is the Saitan of Saitan. Those who are, wicked, for them Krishna Bhakta can know very nice game. How to bring them in devotion. You cannot understand actually. Very Prabhupada speaking. So, khala sanjamana avataraha. Yes, to understand, Krishna is sufficient. Tvam chanda vega vishavirjam avekshatena dustam nadincha khala sanjamana avataraha. Krishna kadambam arujya
tato oti uttangama aspatyo garo rasano nyapatat bishode. Bishode meaning poisonous water. From there, jump there. Da ist jetzt reingesprungen in das giftige Wasser, vergiftete Wasser. Und jetzt war die Schlange aufgewühlt und ärgerlich und wollte eben Krishna beißen. Und da findet jetzt der Kampf statt. Und so wollte jetzt die Schlange Krishna fangen. So now actually, so this way, Tvam prekshaniya sukumara ghana-vadatam sivatsa-pita vasanam smita sundara-hasam kirantam apratibham kamalo-darangri sandhyaso marmasu rusa bhujaya chachada. In the meantime, one thing happens. So in der Zwischenzeit ist was passiert. Alle Brajavasis, die haben eben gewisse schlechte Zeichen jetzt überall. Bad signal. Why? Yasodama crying, oh, today Balaram not going with Krishna, maybe some problem. So, vielleicht irgendein Problem, weil solche Symptome, solche Omen, was da sein. All Brajavasis are crying because kind of, unauspicious, So ungünstige Symptome. Vielleicht ist Krishna in Schwierigkeiten, weil Balaram eben heute nicht mitgegangen ist mit ihm. Und überall suchen sie ihn jetzt und jetzt finden sie die Fußabdrücke von Krishna. Das ist der einzigste Weg, wo sie erkennen können, wo er hingeht. Also in Schottland gibt es da einen Hund, einen speziellen Hund von der Polizei. So der Hund, der fangt die auf jeden Fall. Der findet die auf jeden Fall, wenn du weglaufst. Und jetzt finden sie eben die Brajavasis die Abdrücke im Sand von Krishna und suchen jetzt auch so die Fußstapfen nach und finden jetzt, dass er führt sie zu der Yamuna. Und dann finden sie eben vor die große Schlange und ein großes Problem, oh mein Sohn, was ist passiert? Und dann finden sie vor, dass Krishna von der Schlange gefangen ist. Und Krishna macht keine Reaktion. Und Yashoda und Nanda Baba, die wollen jetzt sogar in das Wasser reinspringen. Und Balaram sagt, na, geht's nicht rein. Na, wir wollen sterben, Krishna ist der. Na, stopp. This poison water like to leave their body. But Balaram stopped, they don't do. Wait. Then after that Krishna what doing? Krishna now to give enjoyment to the devotees. Und jetzt, um Freude zu machen, für die Brajavasis, kommt Krishna und wie ein Hero kommt er jetzt außer von den Fängen von der Schlange, von der Kaliya. Nachdem was passiert? Krishna springt und klettert auf den Kopf von der Schlange. Und nachdem fängt Krishna an zu tanzen. Und jetzt haben sie sich, die Brajavasis haben sich jetzt die ganze Zeit gedacht, jetzt wird er bald sterben, der Krishna. Und so, dass die Brajavasis jetzt wieder sich anders fühlen. Nachher ist Krishna, hat er sich befreit und ist auf den Kopf gekupft von der Kaliya und hat jetzt dann Flötenspiel angefangen und zu tanzen. Krishna started dancing. Even Shankar Bhagavan was dancing, Dann
Natural. Nein. Shankar Bhagavan dancing. Nitya Kala, Distraction. everything. Indra, Varun, everything comes. Shankar Bhagavan, Brahma. Shankar, this kind of, dancing I have never seen. What kind of dancing? Und Shankar und Brahma und Indra, das denken sie jetzt alle. Weil Shankar hat sich gedacht, oh, ich bin der Meister des Tanzes, ich weiß die verschiedenen Schritte, Tanzschritte. Aber jetzt sehe ich den Tanz von Krishna, das ist sowas, ein neuer Stil, wunderbar. So alle sind verwundert über den Stil, wie Krishna tanzt. Unnamatang samanamya tat prithu sira so adhirud adyaha. Adya means Ishvaraha Paramakrishna Satchidananda Vigraha Anadiradi Govinda Sarvakarana. Yeah, Adya. Adya means, in one word, it is the Krishna. So das ist Adya, das ist Krishna. What do you mean by Adya? Adya means Adi, original. Adi. So, evam paribhramau taujasam unnatangsam anamya. Krishna jump. Krishna springt. And who? There. And tat pithu siros. Also geht jetzt Wort für Wort das wieder durch. And tan murdha ratno nikaras parsati tamro padam bujo akhil kaladhi gurur nanartha. But there's, jewel there, When I'm doing parikrama chorasi in forest, some old man speaking, Also die Schlangen, die haben noch so ein Juwelen auf dem Kopf. Und wenn er manchmal schon das was so als Parikrama macht in den Daven, da hat er einen alten Mann gesehen, er hat einen Schlangen gesehen. Und da war eine große Schlange, hat er gesehen. Und da war so ein Licht, das ausgegangen von ihm. Und da war ein Juwel, war auf dem Kopf von der Schlange. Das hat der Mann gesagt. Shati Nakshatra, also diese spezielle Sternenposition, wenn das Wasser fällt, also nachher werden Perlen, Diamanten oder Edelsteine kämen, wenn die auf die Schlange fallen, die Tropfen vor dem speziellen Regen zu der Sternenkollision, dann kommt der Juwel zustande. So wie Perlen bei dem Regen von Shati Nakshatra, wenn das produziert dann Perlen, das kannst du auch nicht überall finden. Nur bei der Sternenposition vor dem Nakshatra. The Krishna, jump, you see, tvat murdha ratno nikaras parshati tamara padam bujo akhil kaladhi gurur nanartha. Now Krishna climbing his, and started dancing in such a way, never in Krishna hat jetzt angefangen life und startet so einen speziellen Tanz, was nicht einmal Brahma Shiva oder irgendwann gesehen hat. There's even kind of, I don't know, actually I don't learn Sangeet. As well, kind of rhythm. Da ist eben so ein spezieller Rhythmus. After that you see, every time if snakes doing this fast and tuck. Und immer wenn die Schlange hissen tut oder so aufgescheucht wird, nachher trifft sie der Schlag vom Fuß, die Tanzschritte von Krishna. Und Krishna tanzt jetzt so schnell wie Licht, oder? Von da nach da, so wie Lichtshow. So tanzt Krishna auf der Kaliya, Schlange. Und Sukadev Goswami schreibt, wer tanzt dort? Brahma, Shankar, die fragen alle, wer tanzt dort? Weil so eine Kunst haben wir noch nie gesehen, so eine Tanzkunst. Wie ist es möglich?
Und Sukadev Goswami schreibt, da ist ein Künstler, um die Kunst zu zeigen, aber dort ist geschrieben, Akhila Kaladi Gurunanata. So in die ganzen Universen Art. So derjenige, der was der Herrscher über jede Kunst ist, der tanzt dort. Also ist derjenige, der was über alle Künste herrscht. And you know, this way, actually dancing going on. After that, Krishna he means Kaliya started blood vomiting. Und dann fängt die Kaliya-Schlange jetzt an, Blut zu spucken. Und Krishna tanzt ihm auf die wundervolle Art und Weise und smasht jeden Kopf von der Schlange und immer wieder spuckt die Schlange dann Blut. Weil jetzt ist die Schlange dann bald am Sterben. Und jetzt kommen die Kaliya Patnas, die Frauen von der Schlange, und sie beten zu Krishna, oh, bitte, mach Krishna keine Sorgen. Du musst ihn schützen. Right, you have done right. You have done okay, Prabhu. Because he is very, we actually snack what to do. Kaliya himself can, speak out this point. Prabhu, what to do? In your creation, we are snack. Snack is automatically cruel. So you are blaming me what to do, I am snack. So it is your duty to change my mood. This way. So Nagpatni, die Nagapatnis, die beten jetzt vor ihm mit neuer Kleidung und Düfte, Chandan, Blumen, so kommen sie jetzt vor Gelanden, kommen sie ihm jetzt, um zu Krishna zu opfern. Und sie beten für ihren Ehemann. Du bist gekommen zu dir auf die Welt, um all die was schlecht sein, zu beseitigen. So, du hast richtig gehandelt, so. Aber wir werden unseren Ehemann verlieren. So, was machen wir in dem Fall? Asmin stavavataro kalanigrahayo ripo sutanam upi tullodrishter dhratsedamam phalo mevanu sangsanu. Now Kaliya, all the wives of, Kaliyana Prime Prabhu, Brahma, Shankar, nobody getting this kind of chance, luck. So keiner, Brahma, Shankar, keiner kriegt die Chance, dass eben Krishna die Füße auf Kaliya gibt. So, sogar Brahma und Shankar haben nicht die Möglichkeit. Das ist die Lotusfüße. Kasyanubhava deva vidmahi tavangri renus parsadikara yad vanchaya Srila charat tapo vihayo kamano suchiram dhitavrata. Kasyanubhava asyo na deva vidmahi. We don't know what kind of sukriti done by our husband. Wir wissen nicht, was für Art von Sukriti die Schlange angesammelt haben muss, dass sie eben die Lotusfüße von Krishna jetzt am Kopf hat. Dust particle from your lotus feet going on the head of our husband Kaliya? How possible? Tavangri rain is parsadikara. Yad vanchaya. With strong willing, all Sadhguru, Vaishnava, Rishi, Mani, they are praying.
So alle Rishis, Munis und Weise, die beten, aber die haben nie die Chance, dass sie die Lotusfüße von Krishna auf den Kopf kriegen. So, sogar Lakshmi Devi heute noch in Belwan, die betet genauso noch für das, dass die... Aber sie ist bis heute nicht erfolgreich. So ist es ja möglich, dass Kaliya erfolgreich ist. Kasyanubhava asso na deva vidmahi tavangrirena sparsadikaraha yad vanchaya Srila charattapu vihaya kaman suchiram dhita brata. So many riches, appliances there with Lakshmi Devi. Also Lakshmi Devi hat alles aufgegeben, den ganzen Reichtum. Und sie ist nach Belwan gegangen, um Tapasya zu machen. Und sie isst nur Kitri und sie macht bis heute Entsalbungen dort, aber hat nicht das Glück, wie zum Beispiel die Kaliya-Schlangen, dass sie die Füße auf Krishna kriegt. No yoga siddhirapanarvavanva vanchanti yat prajaho yat pada-ratam prapanya nanakapishtam nachasarvabhumam nanakapishtam nachasarvabhumam naparamishtam na rasadipatyam no yoga siddhir apunarvavam vanchanti. Actually, nanakapishtam, nakapishtam means nak means sarga. So Naka bedeutet Sarga. No Naka Prishtam, Nata Sarvabhumam. I don't be, actually, we don't care about that post. Sarvabhuman, the only king all over this earth. That's called Sarvabhuma. What is it, designation, this, path? Useless. No Naka Prishtam. Even Indra Maharaj sitting in his, realm. Singhasan, useless. Nanak is all unstable. All unstable? Nanakapishtam nachasarvabhumam naparamishtam. Even the post of Brahma we ignore. Rasadipattam in Rasatal there is so much appliances. We ignore. Even by yoga, 18 types of siddhi you can get. So 18 Arten of Yoga oder Positionen von Brahma, das wollen wir alles nicht. Kein Yoga, Perfektion. So beten sie jetzt. Also die, was deine Fußabdrücke, deine Fußstaupartikel, aber du gibst jetzt deine Lotusfüße auf den Kopf von der Kaliya, so wie vom Glück begünstigt ist sie. After that, those Kaliya Patni, they are praying very nicely. Namostubhyam Bhagavate Purushaya Mahatmani. Namostubhyam Bhagavate Purushaya Mahatmani. Bhuta Vasayo Bhutayo Parayo Paramatmani. Jnana Vijnana Nidhaye Brahmani Ananta Saktaye. Agunaya Vikarayo. Namaste Prakritaya cha Kalayo Kalanavayo Kalavayava Sakshine Vishayo Tadupodrashte Tatkarte Vishahetavi Bhuto Matrendriyo Prano Mano Vodhya Sayatmani Trigunena Bhimanena Gurasvatmanu Bhutaye Namo Anantayo Sukshmayo Kutasthayo Vipastite Nanavadanurodhayo Bacho Kasaktaye Namo Pranamulayo Kavaye Sastrajonaye Prabhitvayo Nibritvayo Nigamayo Namo Namaha Namo Krishnayo Ramayo Vasudevo Sutaya Cha Padunnaya Nuruddhayo Sattvatam Pataye Nama Namo Guno Padipayo Gunatmochhadanaya Cha Guno Vrittyo Palakshayo Guno Drashte Sasangvidi Abhyakrito Vihayo Sarva Vyakrito Siddhaye Rishi Kesa Namastu
Namasteostu munaye maunasaline. This way, all Kaliya is praying very heavily. So Krishna will come with the appealing mood, Krishna will satisfy. They are saying, you see, Prabhu, aparadaha sakrit bharta sodum sapraya kritaha khantum arhasi svantatmanaha mudasya tam ajanata. He has done all mistakes. He is already in tamaguna. Er hat so viele Fehler gemacht, er war immer in Dhammaguna. So bitte vergib ihm. Es ist deine Aufgabe, eine Lösung zu finden. This kind of prayer going on, then Kaliya also revived. Kaliya also speaking, Prabhu, what to do? We are snake. Und Kaliya spricht jetzt, oh, was zu machen? Wir sind im Schlangen in deiner Generation, in deiner Kreation. So automatisch sein wir im Dhamma. So, ich habe einen Fehler gemacht. Was kann ich machen? Ich habe mich nicht kontrollieren können. Wie zum Beispiel die Yoda gesprochen hat. Ich weiß, dass es falsch ist, aber ich kann es nicht ändern. Ich weiß Dharma, das ist nicht richtig und das ist falsch. Aber ich kann mich nicht checken selber. Ich kann Vayam kalaha sotpatya tamasa dirgamannavaho sabhavadustajjanat lukanam yad asadgraha. Vayam kalaha. We are all snack, you know? We are snack. So automatically we are in tamaguna. Dirgamannavaha. We are angry. Because tama means angry. What to do, Weil Dhamma ist die Stimmung der Unwissenheit und des Ärgers. So, natürlich, sagt die Schlange, wir sind ärgerlich, wir in der Erscheinungsweise geboren sind. Manche Leute kommen, oh, speaking, try to find one solution, what to do. So they need one, astrological prediction. Also da gibt es welche, die was eben Ringe oder Juwelen nehmen, um die Sternenposition zu verändern. So wie zum Beispiel Saturn ist schlecht oder das und das. So Kaliya spricht da. Also von der Geburt, unsere Sterne stehen schlecht. So wir sind immer automatisch ärgerlich. Das ist unsere Natur. So wie zum Beispiel Rahu, Ketu oder Saturn, dass die falsch stehen, in der falschen, ungünstigen Position. Dann rennen die Leute zum Astrologen und fragen, oh, bitte find eine Lösung. Und er sagt, okay, zahlst 50.000 Rupees, du nimmst den Stein, den Juwelen. So you calculate all, this piece, is big, This way, but the devotees, they never think like that. Aber die Devotees, die denken niemals so. Ein Devotee hat einmal vor seinem Guru hat er so einen Ring gehabt, er hat sich so einen Ring gehabt, den Stand gesehen und der Guru hat gesagt, oh Baba, glaubst du nicht an Krishna? Warum hast du da so einen großen Stein, um deine Sternenposition zu ändern? Und dann hat er gleich gesagt, okay, tu ihn weg. Because there is 9 stars in sky. Es sind 9 Sterne im Himmel, die was die ganze Welt kontrollieren. Aber wir sind beim 10. Stern kontrolliert. So wer kann was machen? Was kann der Saturn machen? Venus und alles, Neptun. Was können die Sachen machen? So, und wenn du nicht kontrolliert gehst, nachher musst du eben zu dem Juwelenshop gehen. Krishna, the 10th star, who is going to do any harm? Nobody can do any harm. So now actually, Kaliya praying this way, like Asadgraha, when star position is very bad, then people are bound. So Krishna ist der 10. Stern, von dem wir kontrollieren sind die Devotees, alle anderen von 9 Sternen. So Krishna gibt jetzt eine Unterweisung zu Kaliya. Sagt, okay, von heute an hast du keine Möglichkeit in der Nähe da zu bleiben. So wohin soll ich gehen? Okay.
Ich gehe zu Raman Reddy. Und dann sagt sie, nein, 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 du kannst nicht da hingehen. Dort ist Garuda und der wird dich attackieren. Okay, dann sagt sie, na, von heute kann er dich nicht attackieren. Weil Garuda, der findet die Fußabdrücke vor auf deinem Kopf. Very small, nice. Big, poisonous snake I have seen. Very dangerous, you see. Python in Haridwar, Sankachur, and very poisonous. Sankachur is so dangerous snake, he can jump and bite here. Sankachur never bite in body, in brain here. Also Sankachuda ist eine Schlange, die ist so gefährlich, die beißt nicht in den Körper, die beißt nur in den Kopf. So this way, you see, Bhagavan speaking, Deepam Ramanakam hitva radam etyam upasritaha yad bhayat sa suparnastvam na adyam mat-prana-nathas. So long, for a long time you are coming here, I know the reason for why you are coming here, no place here to save yourself. You are coming here in Kaliya, but now onward, there is no danger. Because whenever Guru can come to you, can find my footstep is there on your head, so he can excuse you and go away. Du brauchst keine Angst mehr haben, weil meine Fußstapfen sind jetzt auf deinem Kopf. So Garuda, wenn der kommt, der sieht es und der wird dich dann nicht angreifen. Somit geht sie jetzt dorthin und alle seine Frauen genau mit ihm. Und dann verehren sie Krishna mit Girlanden und Blumen und gehen. Und sie verlassen den Platz und gehen. Und von da an ist das Wasser dann ganz klar wieder geworden. Zum Beispiel 60 Jahre zurück, 70 Jahre zurück. All Vrindavan sadhu, they used to take water from Jamuna water, for cooking. Also 60, 70 Jahre zurück haben sie das Wasser von der Yamuna verwendet, zum Kochen, zum Trinken. Und nachher haben irgendwelche Idioten, die haben angefangen, dass sie die ganzen Drains, die ganzen Abgewässer in die Yamuna leiten und machen sie voller Dreck. Original, wenn du Yamuna trägst, zu den Sprüngen von Yamuna-Fluss, das ist wie ein glasklares Wasser, wie ein Diamant. So nice and pure water. Es ist so ein reines, klares Wasser. Durch das Sonnenlicht, wenn es reinscheint, schaut es aus wie ein Diamant. Sogar ein Ganga-Wasser ist nicht so. Ganga-Wasser ist mehr trüb, aber Yamuna-Wasser ist ganz klar. Er kann das nicht beschreiben, so strahlend. So now actually, all so gehen jetzt alle, die ganzen Familienmitglieder mit der Kaliya zu Raman. Und dann ist das ganze Wasser jetzt ganz sauber geworden. Become very clean that time. But after that, that day I already told you, there's Nanda Baba, Jasuda, Nanda Upananda, all full, they are coming from Nandagram. There they are getting some bad signal. They come and find. After that, when Krishna coming out of lake, so wenn jetzt Krishna rauskommt von der Yamuna wieder und alle umarmen sie und küssen ihn und alle sind so wieder, ihr Herz haben sie wieder zurückgekriegt. Und Krishna, durch seinen Anblick, hat er alle Kälber und Kuhirtenjungen wieder zum Leben gebracht, sind ganz normal aufgestanden, als wie sie nur geschlafen haben für eine bestimmte Zeit. Und dann ist es spät gewesen in der Nacht, war keine Zeit, jetzt wieder umzukehren, nach Nandagram zu gehen. So die haben sich entschieden, dort jetzt zu rasten. So they took rest and all, Krishna give life to everybody. And after that, in the night time when they are sleeping, there is forest fire. Hot time,
Und in der Nacht, da ist dann ein Feuer. Wenn sie schlafen, haben sie auf einmal vor sich ein Riesenfeuer, das was sie verschlingen will. Und die rufen Krishna, 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 Balaram. Und Krishna ist aufgegangen und Krishna sagt, oh, macht eure Augen zu, schließt eure Augen. Und dann hat er das ganze Feuer wie ein Atschaman genommen. Okay, this way Krishna saving, all, Dabanam drinking all, fire. This way you see, Krishna saving everybody. And after that you see, we are going to think about Pralamba. Und jetzt kommt Pralamba. Pralamba ist der nächste Asura. And also Krishna knowing everything. Balaram first time couldn't realize, okay, like to play. Also Balaram ist gekommen zum Spielen und die Buben, die machen zwei Gruppen. Die erste Gruppe, die zweite Gruppe. First group, second group. First group, second group, they are playing this way. But Pralamba, actually, the condition was there. But when Balaram sitting on the soldier of Pralamba. Also Balaram ist auf der Schulter gesessen von Balaram in dem Spiel. Balaram, der rennt. Oder Pralambasura ist weggerannt davon, um jetzt Balaram zu töten. Aber Balaram hat gesagt, warum laufst du so weit weg? Wir spielen doch da. Und dann hat er erkannt, dass es ein Dämon ist. Okay, du willst mich wegbringen von da. Nachher hat er die Faust genommen und hat auf seinen Kopf geschlagen und dann ist sein Kopf zerbrochen. So Balaram ist so machtvoll. Alle Universen kontrolliert Balaram. So Krishna spielt nur, er macht eigentlich nichts. Alles macht Balaram, der kontrolliert die ganzen Universen. There is one nice place. Here also, there only one forest there also, and here another forest in Ambikavan. Another. There also there Munjaranne, Gopa Gopi or Gopika Vanaganda. There that time some fire creates, then actually that time also Krishna saving them. This way actually. So Munjava, die Feuer ist halt das zweite Feuer, da sind sie ja wieder geschützt von Krishna. Das hat jetzt nicht weiter erklärt. I am speaking all in gist. This way. Very nice actually. Now we are coming to the point. So jetzt kommen wir zu dem. And different season. Rainy season, autumn, Krishna going here and there, enjoying, staying in Vrindavan, playing in Vrindavan. This way, everywhere actually, Krishna playing. One day actually, Krishna coming was, actually it is autumn, Saratkal. There actually, Krishna playing there and he supposed to play nicely. So, it's called now Venu Gita in 21 chapter. Sukavacha. Das 21. Kapitel ist Venu Krishna Gita. find this every, all corners, Sukavacha. everywhere, very nice. So nice, favorable condition. Krishna is enjoying very much. And all Gopavas there, Jamuna. So Krishna ist voller Freude, Yamuna Wasser ist klar, es ist nämlich jetzt Frühling. So eines Tages spricht er das Sarata Svacha Jalam Padma Kara Sugandhina Kusumito Banaraj Susmit Bhinga Dijakala Khushta Saraha Sarit Mahidram
Madhupati Ravagyaha Charan Ga Saho Pasupalo Valas Chakubja Venu. One time Krishna playing on flute. Also, da hat Krishna jetzt auf der Flöte gespielt. Im Frühling. Na, das ist eine Saison nach der Regenzeit, wenn die ganze Natur ganz friedlich und klar ist, so das ganze Wasser ist ganz klar und rein. Und die ganzen Lotusblumen wachsen dort und Lilien. Und überall hast du den ganzen Geschmack und Düfte von Jasminblumen, Rosen und Lotusblüten, Jui, Belly, alles die ganze. So die ganze Luft, der tragt die ganzen Düfte durch die Luft. Body also mind, okay? Because philosophically is moved by the situation, have some impact. Natural situation, natural condition can have some effect on human mind. It's quite natural, you see. Also eben, die Natur, die hat einen Einfluss auf uns Menschen. Ityam sarata satcha jalam padma karasugandhina navishad vayunavatam sogo gopalakochuta Sisukuvach Ityam sarata satcha jalam padma karasugandhina navishad vayunavatam sogo gopalakochuta kusumita vanaraj susmi bringo Dijo kulo ghushta saraho sarit mahidram madhupati ravagyayo charenoga saho pasupala balaschukubjavenam tad vajastriya astrutyo venu gitam smarodayam kachit paraksham krishnasya sasakcho abhyo varnayano Tad Vajastriyo Asrutta Venu Gitam Smarudayam Kashit Paraksham Krishnasya Shakibhyo Annuvarnayano. This way, one by one, those Brajagopikas, they are feeling some effect on their mind. So eben die Gopis, die fühlen jetzt eine gewisse Auswirkung in ihrem Geist und Körper von der Stimmung. Weil Krishna spielt da an seiner Flöte. Tat-prajastyastrivanagitam. So, das gibt eine Reaktion, dass du eben ein Gefühl kriegst, dass du Krishna umarmen willst. Then you see, I will have to speak all material thing. You should understand because you are hearing Harikatha. So you are feeling some, reaction inside her. Those, gopikas. To meet their, love, lady, the lady love, they like to meet with Krishna, having some reaction inside her. That's called weil not actually karma. Karma is very bad term. Das ist Karma, das Wort verwendet man nicht dann. Das ist Aprakita Karma. Also transzendentales Gefühle sind das. Man kann da leicht bei den Themen am menschliche Auffassung kriegen, oder? Barha piram natavaravu karnayo karnikaram Vriddalavad kanakakavisham vayayantim jamalam Randhan vena ratarasudaya purayana gopa vrindayi Vrindarannam sabadaramanam pravishad gipagirti Iti venuravan rajan sarvabhuta manuharam Iti venuravam he rajan he parikshit Iti venuravan rajan sarvabhuta manuharam. All whole world, sect. Die ganze Welt, they are secking. die wackelt, das geschüttelt. Iti venuravan rajan sarvabhuta manuharam. Sarva varnayanta vire vire. Somebody hearing fast. Is the sound coming? Also alle, die hören jetzt die Flöte, den magischen Klang. But it's great impact in heart. Und es macht so eine große Auswirkung im Herzen, der Klang.
They are one by one, they are discussing with each other. What is that? So, We are feeling reaction. die ganzen sprechen miteinander, die Gopis. So, wir können nicht daheim bleiben. Wir sind so angezogen vor dem Klang. Wir müssen raus, wir müssen raus. I can sing one or two, sloka. Tomorrow actually I can discuss on in details very nicely. And Adakhaja and Adakhaja I can start fast. Tomorrow, you must attend. Gopauchu, those gopikas, they are all singing like mad. They are now gone out of order. All their mind and body, everything, all intoxicated. They cannot get so alles ist like I told berauschend you, bei den Gopis. So wie zum Beispiel Sanatana Goswami, Krishna, Baktisiddhanta. What strange here? Sanatana Goswami is speaking. Yes, Krishna Bhakti Sudhapanat. Here already direct, tone. Eben wenn du den direkten Ton von Krishna hörst, auf seinem Flötenspiel, So what to speak more? und geratet alles außer Kontrolle. Those gopikas and singing each other. Only you close your eyes and hear. Very nice. 2 or 3 I can sing today. Tomorrow I Gopuchu Akshannatam phalamidam na param vidamaha Saksho prasunana vivishatayor vayasai Bhaktam brajesu sutayorunu venu juscham Jairvani pitamanurakt kataksham Chuta pravala varhastava kutpalavyo Malanukripta paridhana vichitra vesho Madhye virajaturulam Pasupala gushtam Rangi yatha natavaru kocha gayamano Goppo kimatadayam kusalam smavenu Damodaradhara sudhamu pigopikanam Goppo kimatadayam kusalam smavenu Venur damodaradharo sudhamu pigopikanam Bhungte swayam jadavasistara samhriddinyo Hrissatta josrumuchustaravo yatharya Vrindavanam sakhi bhuvo vitanoti kirtim Yaddevaki shuto padambujalabda lokshim Govinda venumanumakta mayur nityam Pikshadrishanva paratanyo samasta satyam Dhanyasma muramatayopi harenyo Etajanandanandana mupatta vichitra vesham Akarna venuranitam sahakishna sara Pujam dadhura virajitam pranayo balokoi. This is a very nice thing, Venu Gita. I can speak tomorrow. Now today I like to stop here. Bhaje bhaje kamandanam samasta papakhandanam Bhaje bhaje kamandanam samasta papakhandanam Sabhakta chittaranjanam sadaiva nandanandanam Vancha kalparabhasya kivasana bhavicha patitanam pavane bhavishna bhyo namo